Der Hochschwarzwald, heute ist der 2. Juli 2023 und wenn ich mal nach links blicke, dann ist so eine Szenerie, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Man hat hier eine Wiese, die geht da hoch, da unten ist ein Naturteich, der ist grün mit einer Rampe drin, da kann man wahrscheinlich reinspringen. Und das hier war mal ein Forsthaus, das wurde sehr, sehr aufwendig renoviert. Das ist der Eigentümer. Grüß dich, Peter. Hallo, Sven. Ja, wir kennen es ja schon ein bisschen. Du bist der Chef von Camperland, einer der, und die das Ganze mit initiiert haben. Und dieses Haus hier, ich bin eben mal kurz drin gewesen, da habe ich gesagt, Peter, wir müssen abbrechen. Ich muss die Kamera holen. Bitte sag nichts mehr. Erzähl mal, stell dich mal kurz vor, bitte. Ja, ich heiße Peter und ich wohne hier und ich gründe Firmen. Das ist mein Beruf. Eine davon ist eben Camperland. Und ich bin aus Versehen hierher gezogen, sozusagen. Ich habe irgendwann mal mir dieses Haus gekauft, ein baufälliges altes Haus. Vor 6 Jahren war das, habe ich dem Staat oder dem Land Baden-Württemberg abgekauft. Das war so ein staatliches Forsthaus. Und seitdem renovieren wir. Wir sind fast fertig, also in wenigen Wochen ist 6 alles Jahre. fertig. Ja, also 5 Jahre Renovierung, seit 6 Jahren gehört es mir. Und das ist 300 Jahre altes Haus, ist denkmalgeschützt, war ein kleines Gütchen, also ein Bauernhof, der groß genug war, eine Familie zu ernähren, aber nicht so groß, dass man damit vermögend werden konnte. Da war wahrscheinlich irgendwann ein nicht so ganz geliebter, nicht ganz Lieblingssohn der Familie von irgendwo, das weiß man nicht mehr, der am Rande des fruchtbaren Gebietes sozusagen dieses Häuschen dahingestellt bekommen hat. Und seitdem steht das Haus hier, dem ging es mal gut und mal schlecht. Und meistens ging es ihm schlecht, ist schon mehrmals fast verfallen. Vor 100 Jahren, steht in den Dokumenten, war das Haus so baufällig, dass der Staat es vor dem Verfall gerettet hat. Das Gütchen im liederlichen Zustande. Um es vor dem Verfall zu retten, hat er es gekauft. Und vor 6 Jahren war es wieder kurz vorm Verfall. Und ich habe es gekauft vom Staat, um es vor dem Verfall zu retten. Und was anfing als der Plan, hier eine Ferienwohnung für mich einzurichten, führte halt dazu, dass wir das ganze Haus komplett von unten nach oben durchsaniert haben. Jetzt sind es über 400 Quadratmeter Wohnfläche und vor allem ich und meine Frau, wir wohnen jetzt hier. Stark. Du bist selbstständig, kann man so sagen, oder? Ich bin selbstständig, genau. Mein Job ist es, Firmen zu gründen und Firmengründern dabei zu helfen, ihre Firma zu gründen oder zu verkaufen. Vor allem gründe ich eigene Firmen, die ich dann eine Weile führe und wieder verkaufe. Und wir sind hier inmitten von Wald. Hier ist ein riesiges Waldgebiet außenrum. Alles, was man sieht, also man sieht nur Wald. Man sieht keine anderen Häuser, keine Straße, keine Lichter, gar nichts. Das ist alles Staatswald außenrum. Und trotzdem haben wir hier eine eigene Quelle, wir haben eigenes Wasser, wir haben unsere eigene Kläranlage, wir haben Glasfaser, also ganz schnelles Internet, wir haben Solarenergie, zumindest wenn nicht zu viel Schnee liegt, sind dann auch wir hier energieautark. Also es ist so eine Insel sozusagen, von der aus wir, meine Frau und ich, jeweils unsere Jobs aber ganz gut machen können, dank Glasfaser. Ja, deine Frau ist gerade nicht da, die ist nämlich in Italien, korrekt? Richtig, ja. Die arbeitet als Intendantin, saisonal und leitet da Kultureinrichtungen und hat auch ihr eigenes Start-up Fortissimo, was so eine App für Musiklehrer herausgibt. Ja, vielleicht mal, damit man den Leuten sagt, du hast dein Leben lang hart gearbeitet und das ist nicht so, dass du wahrscheinlich einen reichen Papa hattest, dir ist alles so in den Schoß gefallen, sondern du bist schon ein bisschen self-made, oder? Ja, total. Mein Papa war Lehrer und da habe ich nichts von bekommen, außer Dinge, die man nicht anfassen kann sozusagen. Und ich bin von Haus aus Mathematiker und habe Mathematik und Philosophie studiert und dann nebenbei angefangen, Firmen zu gründen. Und das ist irgendwann mein Beruf geworden. Dann habe ich also auch das Studium am Ende beendet ohne Abschluss und habe in der Zwischenzeit 13 Firmen aufgebaut. 7 davon konnte ich zum Teil recht gut verkaufen, davon lebe ich. Und ich arbeite immer noch hart, auch wenn ich es sozusagen nicht mehr müsste. So, und das ist wichtig, denn für mich ist harte Arbeit lebenserhaltend, also einen Rhythmus zu haben, dass man also weiß, für was man etwas tut. Wie gehst du denn damit um, wenn man hier sitzt? Und ich zeige das mal gerade. Ich bin so überwältigt, overwhelmed, wie die Amerikaner mal so gerne sagen. Da hinten ist Frankreich. Da kannst du, ich glaube, 80 Kilometer? Ja, 86 Kilometer weit ist der weiteste Gipfel entfernt, den man bei diesem diesigen Wetter heute leider nicht sieht. Krass, und wenn du dann ein Fernglas nimmst, dann kannst du
auch das Haus und das, guck mal hier, wenn du da jetzt bist, jetzt ist der Bagger oben, ihr kriegt die Außenanlage noch gemacht, der ist jetzt nicht zu sehen, der ist hinterm Baum. Zwetschgenbaum, ja. Der fängt morgen an zu arbeiten. Ist das nicht toll? Ja, ist großartig. Also wir wollten ja nicht hierher ziehen. Wir haben beide sozusagen maximal urbane Jobs gehabt. Ich war immer auf Geschäftsreisen, wir haben in Flughäfen und Bahnhöfen und Valeria in Opernhäusern gearbeitet und jetzt leben wir beide mitten im Wald sozusagen. Das kann gar nicht der Plan gewesen sein. Das hätten wir auch nicht gemacht, wenn man uns das angeboten hätte. Wir sind da so reingerutscht. Das Haus ist eskaliert von einer kleinen Baustelle in eine Lebensbaustelle sozusagen und hat unser Leben sprichwörtlich auf den Kopf gestellt, auch wenn wir nach wie vor die gleichen Jobs machen. So, und der Stuhl, der kam wahrscheinlich aus einer Kneipe. Weiß ich nicht, ja, irgendwie so auf dem Trödel. Auf dem Trödel und da ist das so. Du hast einen guten Mann bekommen, der dir geholfen hat bei dem entsprechenden Ausbau der Renovierung des Hauses. Das war nicht so ganz einfach, jemand zu finden, der auch diesen Spagat hinkriegt. Ich zeig mal bitte die Fenster, die da drin sind. Da hast du mir erzählt, dafür kriegt man in Thüringen fast ein kleines Haus. Also ja, die Fenster im Dach oben, die Lamellenfenster, die sind extrem teuer gewesen. Und das ist noch die billige deutsche Variante. Es gibt auch noch teurere Varianten aus der Schweiz. Lackerfenster heißen die. Das war Vorschrift. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich ein Fenster im Dachgeschoss genehmigt bekam, dass es solche außenhautbündigen Fenster sind. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Sehr, sehr. Sonst würde ich jetzt nicht hier wohnen. Also das Haus ist eines der größten Geschenke, auch wenn es teuer war, was sozusagen das Leben mir und uns gemacht hat. Guck mal bitte durch die Kamera hier durch auf das Display hinten, was gerade die Zuschauer sehen. Ja, ich sehe es ja in echt. Ist das krass, oder? Ja, es freut uns jeden Tag. Also die Kameraperspektive ist jetzt praktisch die Perspektive von der tiefstehenden Sonne im Winter. Musst dir vorstellen, die Sonne fällt auf den Weiher und reflektiert in die Stuben rein durch die Scheiben. Und da in der Decke ist dann das Flimmern von der Sonne im Wasser. Das ist ganz magisch hier. Ja. Also du hast vorhin gesagt, einen guten Mann, das stimmt nicht ganz. Es waren ganz viele gute Männer. Ich glaube, 1, 2 Frauen haben auch mitgeholfen, das Haus zu bauen. Die meisten waren Männer. Also wir haben wirklich Glück gehabt mit den besten denkbaren Handwerkern und vor allem dem besten denkbaren Architekten, der aus diesem Haus eben mir ausgeredet hat. Darf man sagen, wer das war? Ja, Hardy Happle heißt der. Hardy Happle. Hardy Happle. Happle. Genau. Der ist mittlerweile ein großes Büro geworden, weil die haben zu Recht sehr viel Erfolg. Das sind alles Menschen, die lieben alte Schwarzwaldhöfe und helfen dabei, sie zu retten. So wie auch dieses Haus wäre fast abgerissen worden. Wie hast du erfahren davon, von dem Mann? Über Freunde. Ich hatte erst einen anderen Architekten, der hat tatsächlich das vorgeschlagen, was ich wollte. Bisschen Farbe, ganz kleine optische Verbesserung und dann kann man doch hier ein ganz schönes Haus haben. Und der Hardy Happle hat halt gesagt, na, wir machen es gleich richtig. Wir halten das Haus in der Substanz und im Laufe des Aufmachens der Wände und der Böden und so haben wir halt ganz oft gesagt, oh Gott, hier ist ja gar kein Fundament. Oh Gott, da ist ja kiloweise Marderkacke in den Wänden. Und dann haben wir das ganze Haus, also zum Teil unterfangen, also unter das bestehende Haus noch ein Fundament gebaut, ist mit aller Technik ausgestattet, die man kaufen und bauen kann. Und auch die Zimmerleute, das ist der Betrieb Göppert in der Region sehr bekannt, das sind wirklich die Spezialisten für das Wissen rund um solche alten Häuser. Die gucken irgend so einen Balken an und wissen sofort, dass der mal irgendwo an einer anderen Stelle im selben Haus gewesen sein muss und so. Wahnsinn. Nochmal gerade das Alter vom Haus. 300 Jahre, ganz genau weiß man es nicht. Es gibt 2 Daten. Das eine ist, wann die Bäume gefällt wurden, aus denen das Haus gebaut wurde. Das haben wir gemessen. Das ist alles im Winter 1748, ist das Fälldatum von den Weißtannen, die großen Stützbalken im Haus gemacht haben. Wie kann man das denn messen? Das ist eine Dendrochronologie. Man macht so einen Bohrkern, das kann ich dir drinnen auch zeigen, bohrt praktisch einmal quer in den Balken rein. Wenn man außen die Rinde noch sieht, weiß man, dass der letzte Baumring mit drauf ist. Wenn man dann den Kern, den innersten Baumring trifft, hat man einen Bohrkern, der rauskommt und da kann man dann zählen und sieht die Abstände. Und die Abstände sind abhängig vom Jahreswetter und damit kann man das über Tabellen legen und sieht dann genau, wann der Baum geboren wurde sozusagen und wann er gefällt wurde. Und das ist nicht ganz das Datum, also das Baujahr vom Haus soll 1720 sein. Die Hölzer sind aber ein bisschen jünger und die Diskrepanz konnten wir nicht aufklären. Sag mal, war das damals ein Haus für Wohlhabende hier? Nein, das war ein Haus, wo man gerade so überleben konnte. Also ich habe jetzt Leute getroffen, eine Familie, der Mann ist 1940 hier im Haus im Ganterhäusle auf die Welt gekommen. 1940, der lebt noch hier in der Nachbarschaft, der kam irgendwann mal vorbei. Das Haus ist recht bekannt, das kennen viele, also in der Region kennen es alle.
Auch der Instagram-Kanal wird von den Leuten hier in der Region gelesen. Wenn ich ein Bild poste, weiß es am nächsten Tag das ganze Dorf. Und der hat mir erzählt, sie hatten 2 Kühe, 1 Schwein, 14 Hühner, 7 Kinder und 2 Erwachsene in diesem damals kleinen Haus. Die haben zu 7 in einem Zimmer geschlafen. Das war wirklich so, man konnte gerade überleben. Und in ganz strengen Wintern musste man dann auch, das ist an dem Haus tatsächlich passiert und gar nicht so unüblich im Schwarzwald, musste man Teile des Hauses verbrennen, um nicht zu erfrieren. Müssen wir mir vorstellen, die haben sozusagen ihr Haus geopfert, um den Winter zu überstehen. Und das ist passiert hier. Aber es wäre ja genug Holz vor der Tür, aber das ist dann feucht, das kannst du nicht verbrennen, oder? Das weiß ich nicht so ganz genau. Ja, Holz gibt es hier ohne Ende. Also erstens ist es feucht, ich weiß nicht, ob man es trotzdem verbrennen könnte, wahrscheinlich. Aber vor allem, das gehört einem nicht. Und ich weiß aus England, wenn du einen Baum gefällt hattest, der Krone gehört hat vor, weiß ich nicht, ein paar 100 Jahren, dann wurde das so streng bestraft, dass die Holzdiebe mit ihrem Nabel an den Bauch genagelt wurden, dann mehrere Runden um den Baum getrieben wurden, sodass sich ihre Därme auswickelten als Todesstrafe. Also sozusagen, das ist ein totales No-Go. Da muss man aufpassen, wir sind hier im Kinderfernsehen, was du hier so beschreibst. Das war eine Metapher. Du liest gerne, gell? Ja, das Haus hat mein Leben verändert und auch die Geschichten, die ich lese, verändert. Also, wir gehen gleich mal rein. Ich will aber nicht zu viel verraten, denn ich musste eben das Gespräch mit dir abbrechen. Mache ich total ungern, weil du gerne erzählst. Ich habe es gemerkt. Du hast mich angeschaut und plötzlich ging dein Blick ins Leere. Du hast mich nicht mehr gesehen. Ich dachte, der hört mir gerade nicht zu. Was denkt der jetzt? Und dann hast du gesagt, stopp. Ja, das ist ja immer so eine Gratwanderung. Weißt du, wenn eine Geschichte so gut ist, dass ich Break machen kann und ich hole die Kamera raus und wir sagen, dann ist es gut. Du hast so viel Fotopoints hier, also wo du hier stehst. Also erstmal vielleicht mal vorab, es gibt keine Ferienwohnung, man kann es nicht mieten, also Family and Friends, klar, aber es ist nicht öffentlich und das Ganze ist auch ein bisschen remote, so kann man schon sagen. Also man kommt nicht zufällig hier, aber du bist in einer Viertelstunde in einer größeren Stadt, so kann man sagen. Ja, 7 Kilometer, Furtwangen, genau. Mhm. Das heißt, das Leben, du warst heute im Café, hast ein Buch gelesen, du hast beides. Ja, das war jetzt tatsächlich Freiburg, da fahre ich 40 Minuten. Ich habe beides, aber ich brauche kaum beides. Also das Haus ist so, also man sieht halt, ich weiß nicht, wie man das jetzt im Film sieht, dass es schön gelegen ist und großartig ist, aber wenn man hier steht, dann spürt man was. Und ich weiß nicht, ob das nicht mehr ist als das, was man sieht. Und das ist sozusagen das, was das Haus und was diese Lage und der Ort mit einem macht. Und das Haus hat mich eben auch auf eine extreme Reise gebracht in die Spiritualität. Sicher auch noch ein Thema von dem Gespräch gleich. Und das Stichwort dazu ist Kraftort. Also das ist so ein Ort, wo man heilt, wo tatsächlich was mit einem passiert, wenn man hier ist, mit Menschen und oft auch mit Paaren. Und das ist auch so ein bisschen die Zielgruppe, die Leute, die dürfen dann manchmal bei uns übernachten, wenn wir mit denen arbeiten. Ja, du hast mich schon mehrfach eingeladen. Jetzt komme ich ja auch nicht zufällig her. Ich bin ja auch viel unterwegs, aber jetzt ärgere ich mich schon ein bisschen, dass ich nicht doch früher schon mal hier war. Aber es hat alles einen Grund. Das ist das, was ich erfahren habe, dass wenn ich herkomme, muss es genau stimmen, es muss passen. Wir drehen morgen mal für Camperland 2 Plätze, die wirklich richtig toll sind, aber das hier... Da habe ich gesagt, das müssen wir mal zeigen. Sag mal, außen das Holz, alles ist neu. Ja, alles ist neu. Innen sieht man dann helles und dunkles Holz. Das Dunkle ist alt, das Neue ist überall neu. Das, was man außen sieht, die Schindeln an der Wand, ist österreichische Lärche aus 1800 Meter Höhe gewachsen, also langsam gewachsen und dadurch sehr haltbar. Auf dem Dach ist es Zeder aus Alaska. Das wird ganz speziell behandelt mit einem speziellen Sud, der gekocht wird. Nee, ist grob. Ist unbehandelt, ja. Also ich habe jetzt erfahren von dem Mann, der das Hexenhäusle gebaut hat. Ja. Da gibt es so einen Sud mit Asche und da werden die mit bestrichen. Und das hat er mir erzählt. Also das übersteigt mein Wissen. Ist nicht schlimm. Aber hier sieht man, oben sieht man, da ist die Sonne noch nicht dran gekommen. Wie alt ist das jetzt hier, die Außenfassade? Das ist, keine 3 Jahre alt. Das geht ganz schnell. Also die Ecke hier von außen ist wirklich die Wetterecke. Wir haben hier ganz oft Orkanböen. Es gibt hier nie eine Windrichtung. Der Wind kommt von rechts, von links abwechselnd in so Walzen. Und das wird hier ganz oft feucht. Es ist jetzt noch ein bisschen feucht, weil es heute Nacht geregnet hat. Wie lange wird das halten? Also das Dach soll 60 Jahre halten. Bei den Schindeln hier außen weiß ich es noch nicht genau. Wahrscheinlich nicht ganz so lang.
Okay, aber es hält. Das sind 3 Lagen, also es sind immer 3. Wenn man hier durchbohren würde, käme man auf 3 Schindeln, die übereinander liegen an jeder Stelle. Und das ist gespaltenes Holz, also nicht gesägt. Und damit bricht es sozusagen am Jahresring auf. Und was man hier sieht, ist immer die Winterseite. Das ist die härtere Seite von der Holzschicht. Boah, das hast du alles nicht gewusst vorher, ne? Oder vieles nicht? Gar nichts habe ich davon gewusst. So, wir gucken mal in die Fenster. Das Denkmalamt ist hier ja involviert gewesen. Nicht zu knapp. Und hier sieht man, das sind die Originalfenster. Die hatten schon Doppelverglasung früher. Die hatten Doppelverglasung. Das hier ist das Außenfenster und dann gibt es ein Innenfenster. Die Außenfenster sind eingängig, die können wir im Sommer abnehmen. An manchen Räumen haben wir es gemacht und die sind ungefähr 100 Jahre alt. Und die sind auch bestandgeschützt, die mussten wir restaurieren und wieder reinsetzen. Ja, ich habe auch so Fenster. Ich habe Echtholzfenster bei mir, vom Schreiner gemacht. Die habe ich dann geliebt, weil wenn die Sonne drauf scheint, die kann man gar nicht oft genug streichen. Das ist so die Erfahrung. Das ist vorgebaut, das war schon so? Oder? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben das Haus aufgemacht und dabei die Umbauhistorie gesehen. Diese Schwarzwaldhöfe, die haben eine Besonderheit. Die sind ganz einfach gebaut. Der Schwarzwald wurde spät besiedelt. Und in der Zwischenzeit konnte man sozusagen vom architektonischen Wissen von allen Himmelsrichtungen lernen und hier die Essenz von allem vereinen in diesen Haustyp Schwarzwaldhof. Das sieht ganz simpel aus, ist aber super effizient. Also was das umbaute Volumen im Verhältnis zur benutzten Holzmenge betrifft, ist es optimiert. Was die Einfachkeit betrifft, ist es optimiert. Was die Energie betrifft, ist es optimiert, weil zum Beispiel die Kühe sind immer in der Mitte gewesen. Wir haben ja den Kuhstall, jetzt sind da keine Kühe mehr drin, bei uns ist jetzt das Seminar. Und aber der Kuhstall war in dem Haus drin? Ja, es ist ein Eindachhof, ist alles unter einem Haus. Die Kühe geben Wärme. Auf Schwarzwälderisch oder Schwäbisch-Alemannisch sagt man, es ist noch keiner verstunke, aber es sind schon viele verfrore. Also ist noch niemand durch den Geruch ums Leben gekommen, aber durch die Kälte schon. Lieber stinkt es, als dass es zu kalt ist. Also die Kühe geben Wärme ab, die waren mit im Haus drin. Und alles im Haus ist so gebaut, dass wenn das Haus einmal steht, also früher gewesen, dann konnte der Bauer, der in dem Haus war, alles selber umbauen. Man brauchte keine Handwerker mehr. Man kann jedes Teil rausnehmen. Man konnte das Haus nachspannen. Alle Dielen zum Beispiel haben eine Stelle, wo sie keilförmig sind, wo man die weiter reinklopfen kann, damit die Dielen, wenn das Holz schrumpft, wieder lückenlos sind. Und so ist das ganze Haus gebaut. Und wir haben diese Umbauhistorie, also der Architekt und der Zimmermann, haben die Umbauhistorie rekonstruieren können und zum Beispiel festgestellt, wenn du mal hierher zeigst, dass da, wo jetzt diese Latten sind, früher, also die Hausecke war, wo sie jetzt ist, als ich das Haus gekauft habe, aber ganz früher war die Hausecke einen Meter weiter drinnen. Das Haus wurde mal erweitert. Hier oberhalb war ein Balkon. Und das haben wir unter den Latten, wenn man es von innen anschaut, sieht man es wiederhergestellt und die Umbauhistorie sichtbar gemacht. Und da aber der Bestand und die Außenfassade sozusagen im Denkmal geschützt ist, man sieht es eigentlich nur richtig gut, wenn man 100 Meter oder weiter weggeht vom Haus. Die Lattung sieht dann von der Ferne so aus wie eine Hausfassade. Und dieses Loch in der Lattung sieht dann aus wie das Fenster. Drüben ist es symmetrisch und das ist sozusagen die Position vom alten Fenster. Und so ist es ein Kompromiss aus. Man kann von innen rausschauen, aber von außen sieht es aus, wie wenn es noch das alte Fenster gäbe. Dahinter ist ja jetzt alles Glas, das ist eine Glasfront. Toll, also das macht am Ende Sinn. Ja. Die Leute, die beim Denkmalamt sitzen, was sind das für Leute? Ich meine, die sind ja auch irgendwann mal aufgestanden und haben gesagt, ich will jetzt ins Denkmalamt und will das gern so machen. Es gibt wahrscheinlich, wie im Leben, die und die. Also du hast immer Leute, die vielleicht deine Wünsche toll finden und andere, die sagen, nee, es geht gar nicht. Also für mich war es die erste Begegnung mit dem Denkmalamt und das ging dann auch über den Architekten, aber der wiederum kennt etliche Landkreise mit verschiedenen Zuständigkeiten und das hängt sehr von der Person ab. Wir hatten richtiges Glück. Wir hatten eine junge, ganz progressive Dame, die uns hier geholfen hat und die ist wirklich mit in den Kompromiss gegangen, dass wir das Haus darstellbar machen, also nachvollziehbar machen, die ganze Umbauhistorie, dass wir die Substanz, ich habe ja Millionen hier reingesteckt, sichern und das Haus damit in seiner Existenz sichern, aber gleichzeitig die Tradition der Umbaubarkeit eines solchen Hauses fortsetzen, indem wir es wieder umbauen in die Funktionen, die man heutzutage haben kann hier. Also ich bin ja kein Landwirt, sondern ich bin Internetarbeiter. Und für uns ist es wichtig, dass wir Homeoffices hier drin haben, dass wir einen Seminarraum haben und Konferenzräume. Und dem wird das Haus jetzt auch wieder gerecht. So, hier vorne sieht man das sehr schön. Auch alles ist so, als wäre schon immer so gewesen. Also nichts ist so geknaubt, sagt man im Saarland. Also so nicht gut gemacht,
sondern es ist alles sehr, sehr professionell. Das fängt an mit diesem kleinen Dach hier, was wahrscheinlich irgendwann mal nochmal anders kommt. Das ist das alte Dach, das ist provisorisch tatsächlich. Es war Spaß, aber hier sieht man auch die Stromeinspeisung, auch die ist neu gelegt worden. Klar, ja, das Haus ist autark, also wenn alles ausfällt, kann ich hier meinen Generator anschließen und dann ist das Haus im Inselbetrieb und wir können weiterleben. Sehr schön. So, Elfen, Engel, Elfen und Feen, willkommen. Eine Glocke ist mit dabei. Ist die Glocke alt? Nein, aber die hat eine Gans hier oben und der Mann von der Gans, der heißt Ganter und das Haus heißt Ganterhäusle und das ist so ein bisschen das Symbol fürs Haus. Okay, komm, wir gehen mal kurz hier hin. Wie sind denn so die Reaktionen, wenn du Leute einlädst, die, ich sag mal, unglaublich gestresst sind? Jetzt bin ich habe ganz niedrigen Blutdruck, ich komme nach meinem Opa. Vielleicht hast du schon festgestellt, mich bringt irgendwie nichts aus der Ruhe. Aber es gibt ja Leute, die kommen gar nicht zur Ruhe. Es ist so ein bisschen ein Seelensanatorium hier. Also ein guter Freund von mir, der auch so im Management ganz aktiv unterwegs ist, hat mal gesagt, Peter, schon die Zufahrt ist quasi therapeutisch hierher, weil man ja über kleinste Waldwege hierher fahren muss. Und das setzt sich irgendwie fort. Also um konkret zu antworten, die Leute bleiben länger als geplant. Das ist die Erfahrung, die wir machen, dass sie durchatmen und zur Ruhe kommen und besinnen, was hier stattfindet, tut offenbar denen, die es nicht jeden Tag haben, wir haben es jeden Tag, so gut, dass wir uns auch so ein bisschen als wie so ein kleines Sanatorium begreifen, wo Leute, die einen schreiben ihre Bücher hier, die kriegen dann ein Artist-in-Residence-Stipendium und ein Zimmer für 1, 2, 3 Monate und die anderen kommen her, um irgendwie zu gesunden. So, das Holz, du hast einen Kamin? Ja, habe ich, klar. Den alten. Den alten. So. Also den alten neu gemacht. Ja. Wahnsinn. Also was mir sehr gut gefällt hier ist, dass du viele verschiedene Setups hast, wo du dich hinsetzen kannst. Mhm. Du kannst also jeden Tag Tageszeit. Zu jeder Tageszeit kannst du dich woanders hinsetzen und es gibt nicht nur einen Lieblingsort. Das stimmt. Es gibt wirklich eine Menge Lieblingsorte, ja. Auch Räume. Ich meine, wir haben viele Räume und wir haben zu viele Räume für uns. Das ist auch klar. Das Haus ist einmal groß von der Fläche, dann ist es irgendwie bekannt in der Region, es ist ein Denkmal und das bedeutet für mich eben auch, dass es nicht nur mir alleine gehört, sondern dass das Haus auch eine gewisse Verpflichtung ist, es anderen zugänglich zu machen. Das heißt nicht, dass jeder rein und rauslaufen kann, aber dass es mehr als nur für mich selber da ist, das ist für mich klar. Du wirst irgendwann mal sterben, das ist so, dann werden andere Familien hier drin wohnen oder irgendjemand anderer wird hier drin wohnen und der wird sich diesen Film anschauen. Also wir haben ja jetzt... es ist so schlimm, wie es ist. Den Gedanken haben wir auch. Wir wissen, dass wir hier nicht 80 Jahre alt werden. Irgendwann ziehen wir auch wieder zurück in, keine Ahnung, eine Gemeinschaft mit Freunden oder eine Stadt oder beides. Und dann wird derjenige das genießen. Vielleicht sind ja auch demnächst hier auf 400 Quadratmetern dann 20 Leute oder es wird aufgeteilt. Du weißt es ja nicht, was passieren könnte, dass da vielleicht mal eine WG, eine große drin ist von Künstlern oder auch einfach nur eine Studentin, was weiß ich, was kommen wird. Ja. Aber eins ist klar, du hast aus diesem verfallenen Haus, und ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie es vorher aussah. War das Dach verfallen? Hat es reingeregnet? Das Dach war gerade noch okay, aber es hat halt gestunken, weil die Tiere in den Zwischenwänden waren und die Substanz war nicht gut. Es gab kein Fundament, es gab nur einen Kachelofen, der das ganze Haus beheizt hat. Also eben nur 2, 3 Räume beheizt hat und der Rest blieb kalt. Was heißt, es gab kein Fundament? Was meinst du damit? Das war auf Dreck gebaut. Was habt ihr gemacht jetzt? Wir haben das Haus unterfangen. Also das Haus wurde sozusagen auf Stützen gestellt, also so viertelsweise. Und dann waren... Nochmal, ihr habt das Haus ausgegraben quasi? Ja, unter das bestehende Haus haben wir ein Betonfundament und was die ganzen Schichten von dem Fundament sind, gelegt. Dann auch gleich, dann gesagt, ja, dann machen wir gleich, also wenn schon, denn schon, war so das Motto vom Haus, Umbau. Dann machen wir gleich noch Fußbodenheizung. Wenn wir schon Fußbodenheizung machen, dann legen wir den Boden noch ein bisschen tiefer, dann werden die Decken höher und so weiter. Und so hat es angefangen. Und es fing halt an damit, dass wir so einen Holzboden aufgemacht haben und gesagt haben so, Scheiße, da ist ja gar kein Fundament. Der steht im Plan, gibt's aber nicht. Sag mal, hat das Denkmalamt auch Ihnen was zu sagen? Ja. Auch überall? Ja, überall. Also zum Beispiel, wir durften die Raumaufteilung nicht wesentlich verändern in der Tenne. Also im Dachgeschoss wäre es schön gewesen, Wände einzuziehen oder so, aber das war nicht erlaubt und jetzt finde ich es auch gut. Also am Ende war das eine wirklich gute Symbiose mit dem Denkmalamt. So, jetzt, was ist der beste Einstieg ins Haus? Was würdest du sagen? Also ich bin ja oben durch den großen Raum gekommen, der ist schon ziemlich beeindruckend. Sollen wir das so machen? Dann gehen wir auch mal außen rum, oder? Können wir machen, genau. Da kommt man durch die letzte kleine Baustelle, da oben fehlt noch die Küche, aber gehen wir einfach mal durch. So, Vorschlag ist, wir gehen da lang. Dann brauchen wir nämlich den Bagger nicht zu sehen, der rumsteht. Denn es kommt am Montag, die fangen morgen an, die Außenanlage wird gemacht, weil das ist mir aufgefallen. Ich bin jetzt auch nicht
der große Außenanlagentyp. Da reingehen. Ja, aber dann komme ich ja nicht. Aber wie willst Verstehst du du? hochgehen ohne den Bagger? Gehen da rechts hoch. Ich bin eben, du hast mir einen Brief geschrieben, du warst nicht da, du warst ja in Freiburg warst du. Und hast du geschrieben, geh mal außen rum. Und dann habe ich mich alleine hier hingesetzt. Ich saß hier vorne, ich kann es dir mal zeigen. Da habe ich mich hingesetzt. Und anschließend habe ich mich da vorne hingesetzt und habe mal da runter geguckt, weil ich mir dachte, ich kannte ja auch die Bilder aus deinem Kanal und habe mich dann da hingesetzt. Und dann bin ich hier hochgegangen und habe dann dieses Haus hier gesehen. Das muss man auch sagen, das ist Teil deines Büros. Dann bin ich hier hochgegangen und dachte mir, die Außenanlage muss ja noch gemacht werden. Genau, das fängt morgen früh an, um 8 Uhr. Sehr schön. Und deswegen bin ich auch so stolz drauf, dass wir heute drehen. Denn ich werde dich nochmal besuchen kommen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Außenanlage nämlich fertig ist, dann ist das nochmal so ein richtiger Wow-Effekt, oder? Ja, dann haben wir den Hot Tub da drunten und die Saunahütte. Hier ist die Zweitsauna, da ist die Außendusche. Da wird noch sehr viel gemacht und der Wow-Effekt, vor allem der erste Eindruck, wird nochmal ein ganz anderer sein. Gut, es ist Aber dann jetzt- der zweite Eindruck, aber trotzdem. Der Südwestrundfunk war bei dir, glaube ich. Ja. Und die haben sehr aufwendig gedreht, haben wahrscheinlich alles weggelassen, was nicht so schön war, richtig? Ganz genau. Ja, und das machen wir jetzt nicht. Wir zeigen zum Beispiel mal diesen tollen Tank. Da ist Regenwasser, Das ist gell? eine Zisterne für Regenwasser, die wird vergraben. Wir haben zwar eine eigene Quelle, die im Winter sehr viel Wasser gibt und im Sommer genug für das Haus. Aber das ganze Regenwasser vom großen Dach wollen wir eben auffangen, auch um die Wiese, die unterhalb vom Haus ist, nicht zu überschwemmen. Und dann zum Blumengießen und für die Außendusche und so verwenden. So, 6. Jahr. Was glaubst du, wann ist hier Final? Nächstes Jahr? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja, wir hören dieses Jahr auf. Gut. Reicht. Reicht. Keine Lust mehr auf Baustelle. So, dann. 8 Wochen braucht der Baggermann und dann, oder die Baggerleute. Und dann wird noch die Küche. So, die bewegen richtig. Material. Ja, die kommen mit noch. Das ist der mittlere Bagger, die kommen noch mit dem großen. Und dann wird noch eine Küche eingebaut, die zweite. Und dann ist alles fertig. Ich habe schon gesehen, ein großer japanischer Bagger, der da vorne steht. Ich bin gekommen mit dem hier und ich bin so froh, dass ich das große Reisemobil nicht dabei habe, sondern hier den kleinen Etrusco, dass ich das genommen habe, denn die Zufahrt ist schon abenteuerlich. Therapeutisch. Nee, die ist klasse, die Zufahrt. Ich wollte sie schon filmen, aber ich bleib mal gerade hier stehen. Von hier oben sieht es so unscheinbar aus. Es sieht aus, als wäre es so ein kleines, weißt du wie? Gell? Ja, eine kleine Scheune. Genau, ja. Man sieht gar nicht, was das Haus ist. Aber die Schwarzwaldhöfe sind immer so gebaut, dass man bergab arbeitet. Die sind immer unterhalb ihrer eigenen Wiese, sodass man hier durch die Tür, durch das Tor, das Tentor hieß es früher, Stendor, das Material reinschafft, also das Heu, das Holz und was auch immer, und dann im Haus von Etage zu Etage runterziehen kann. Also auch das ist energiesparend gedacht und deshalb sieht man von oben immer nur den Eingang zur Scheune. So, auch das hier zum Beispiel, das hat auch das Denkmalamt mitbestimmt, was hier liegt. Nee, das habe ich selber bestimmt. Das sind aber Pflastersteine aus dem Ort. Die sind mindestens 100 Jahre alt. Also ich meine, Granit ist älter als 100 Jahre, aber die sind schon seit 100 Jahren Pflastersteine. Die sind Und used. Die sind used, ja, heavy used. Und die habe ich von einem Nachbarn abgekauft und gesagt, hey, ich rette die und baue die mal mir wieder ein. So, hier ist alles neu. Das Holz ist auch neu außen. Ja, genau, alles neu. Also bis auf die Ständer in der Tenne, die wir gleich sehen, ist alles neu. Das Dach ist neu. Also wir haben 2 Dächer. Wir haben aufs alte bestehende Dach ein neues draufgesetzt und dazwischen die Isolierung. So, und du hast mich schon kommen sehen. Hier steht auch, Grundstück wird videoüberwacht. Denn als ich kam, hast du eine Nachricht auf dein Handy bekommen. Ich hätte dir gar nichts schicken müssen. Das Coole Habe ich tatsächlich nicht bemerkt, aber ich habe sie bekommen, das stimmt. hast du bekommen. So, die Tür. Bitte stell dich mal in die Tür. Ich zeige mal gerade die Höhe von der Tür, dass man das mal sieht. Sonst hätte man nicht drüber gesprochen. Also das ist eine Architektentür, hätte ich fast gesagt. Und das war mal das Tennentor hier drin, oder wie? Hier war mal das alte Tentor und da sind die Traktoren rein und rausgefahren, genau. So, jetzt ist ja hier Glas drin. Musst du da das Denkmal anfragen? Das war im Gesamtkonzept und War das mit drin? Ja, aber so genau weiß ich die Details nicht. Okay, also das ist jetzt alles, was wir sehen, ist quasi neu. Das heißt, also wir gehen jetzt hier rein, blicken jetzt in diesen Raum rein und ich werde jetzt die Schuhe ausziehen, dass wir mal hier mal rauskommen. Denn dieser Holzboden hier, kleine Steinchen würden ihn richtig beschädigen und deswegen ist hier barfuß angesagt, zu Recht. Wir haben auch überall Fußbodenheizung, allerdings nicht im Sommer. So, und jetzt blicke ich mal hier rein. Ich gehe mal an das äußerste Ende, dass wir das mal sehen. Und was haben wir denn hier für eine Länge vom Raum? 20 Meter und 10 Meter breit. Das ist gut. 200 Quadratmeter. 200 Quadratmeter Hier oben. Bodenfläche. Also Bodenfläche oben, ja. Mhm.
Boah, warte mal, ich gehe mal gerade ein bisschen tiefer, dass man mal, also so mal diesen Raum, ich bin hier reingegangen und dann gehst du so langsam durch und es gibt so viel zu sehen. Ich blick mal hier nach links. Du bist ausgebildeter Barista. Na gut, es war ein 3-Tageskurs mit Diplom, aber ja, das bin ich. Du hast mir gerade eben noch einen Kaffee gemacht und ich gehe mal ganz langsam hier durch, denn es fängt an mit dem Boden, das sieht aus wie Tanne aus der Region. Tanne. Gut, schnell wachsen, aber ist das geölt, gewachst? Das ist, bin ich gerade überfragt, ich glaube, es ist geölt, ja. Also ich weiß nicht mehr genau. Wenn ich zu blöde Fragen stelle, dann sag Bescheid, ja. Wenn ich dann frage, ist das geölt, gewachst? Guck mal hier die Raumhöhe, das sind bestimmt 5 Meter. Ja, weiß ich gar nicht. 5, 6 Meter, 6 würde ich schätzen. Aha. Also was man hier sieht, ist dunkles Holz und alles dunkle Holz ist 300 Jahre alt. Wir haben hier wirklich gemessen, das Holzalter, haben Bohrungen gemacht, 6 Stück und alle dicken Hölzer, die wir gefunden haben, die rindenstämmig waren genau aus demselben Felljahr, nämlich 1748. Der letzte Schwarzbär ist im Schwarzwald 1750 gestorben oder erschossen worden. Das heißt, diese Bäume, die selber noch 130 Jahre alt waren, also so ungefähr aus 1610, die haben noch Bären im Schwarzwald gesehen. Und was man hier sieht, ist das alte Tenntor. Und wo ich mich jetzt hinstelle, hier war früher das Tor. Also hier war das Haus zu Ende und es war nur hinter mir. Und alles in die Richtung ist später mal in mehreren Bauabschnitten dazugekommen. Da oben hast du ein bisschen Stauraum. Da oben haben wir Stauraum. Aber es darf keine Wohnfläche sein, sonst hätten wir, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 4 Geschosse und dann wäre es baurechtlich wieder anders geworden. Deshalb bleibt es nur Lager. Ich glaube, es langt auch, oder? Das reicht völlig. Okay. Das ist hier diese Dielen. Das heißt also, derjenige hat sich darauf spezialisiert, alte Bauernhöfe oder diese Scheunen, genau, vor dem Verfall zu retten. Dahinter übrigens ist ein Arbeitsplatz, das können wir gleich mal zeigen. Dann also das hier ist die Fahr. Diese 2 halbhohen Wände rechts und links von mir nach hinten sind, man nennt es hier in der Region die Fahr. Hier ist also das Fuhrwerk rein gefahren. Gefahren, also hier war dann so ein Pferdewagen oder so vor 300 oder 200 Jahren hoch mit der Plattform und die haben hier einfach abgeladen und damit das Heu oder Korn oder Holz, was sie rausschmeißen, nicht wieder unter die Räder rutscht, waren diese halbhohen Wände, damit die frei rausfahren konnten. Das ist die Fahr. Das hat jeder Hof, jeder alte Hof hat so eine Fahr hier. Und wir mussten die halt so lassen, wie sie war. Man sieht, die wurde geflickt und manche Sachen sind halt ganz abgenutzt, andere nicht ganz so sehr. Es wurde 300 Jahre lang genutzt. Ich bin total fasziniert. Das heißt also, diese schwarzen Balken hier, das ist alles original? Das ist so alt wie das Haus? So alt wie das Haus, genau, ja. Und es ist rußgeschwärzt, weil damals hatte man in der Küche, in der Rauchküche nur ein offenes Feuer, also praktisch ein Lagerfeuer. Und der Rauch und Ruß zog einfach durchs ganze Haus. Bei Ostwind zog er auf der einen Seite durch irgendeine Klappe raus, bei Westwind aus der anderen und verteilte sich im Haus. Und dadurch ist alles rußgeschwärzt und so dunkel. Und Feinstaub? Die Leute wurden nicht sehr alt und deshalb hatte man auch nicht so viele Generationen im Haus, war wahrscheinlich recht wirtschaftlich gedacht. Das zeigt man gerade hier unten. Also da sind wahrscheinlich die Fuhrwerke damals auch dagegen gefahren. Deswegen ist das auch abgenutzt, oder? Hier ist auch noch der Boden drunter, der Originale. Den haben wir aber abgedeckt, weil das nicht anders ging. Und also hier wurde, man sieht es gar nicht, aber wie die Dielen hier eingefasst werden in diese sehr ungenaue Wand. Das ist Handarbeit. Die wurden alle so geschnitzt praktisch, dass sie reinpassen und so. Hier ist unendlich viel Arbeit reingeflossen. Sag mal, was der gemeine Holzbock oder ich habe gesehen, da sind ganz viele kleine Löcher drin, also da haben sich Tiere auch schon mal bedient an dem Holz, der Holzwurm. Wie kriegt man den denn raus? Der war schon weg, als wir kamen. Wie, der war schon weg? Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, vielleicht ist es zu trocken oder was auch immer oder das Holz ist nicht mehr lecker oder so. Hier gab es mal Holzwürmer, ja, das sieht man genau an der Stelle, aber das ist jetzt kein Thema mehr. Ich muss mich da auf die Zimmerleute verlassen, die gesagt haben, alles easy. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Also irgendwann, genau, da gibt es wahrscheinlich genug schöneres Holz. Hier gibt es genug Frischholz außenrum, ja. So, und das ist, warte, ich muss auch das mal wirken lassen, der Platz für deine Schaukel, bitte mal draufsetzen. Der Balken hält dich aus? Oh ja. Oh ja, sagt er.
Was ist denn da drüber für eine Inschrift? Da steht N und eine 3 drunter. Das lese ich jetzt. Ach, es könnte auch eine 4 sein. Das ist nummeriert. Das ist praktisch der Bastelset der Balken, die geliefert wurden beim Hausbau damals. Die wurden irgendwie durchnummeriert und vorher in der richtigen Länge zurechtgeschlagen. Ach, das war ein Fertighaus. Könnte man fast sagen, ja. Okay, verstehe. Das heißt, jeder Balken hat das so mit drin. Das kenne ich von den Steinmetzen. Die hatten damals im Römischen Reich auch immer ihre eigenen Zeichen da mit drin. Sowas gibt es aber hier nicht bei den Balken. Nicht, dass ich wüsste, ist nur nummeriert. Cool. Boah, was für ein Aufwand. Und ihr habt wahrscheinlich nur mit irgendwie 300.000 Euro gerechnet und dann war es am Schluss. Aber es ist ja so, dass das, was du jetzt... Verachtfacht. Warte, ich zeig mal gerade, das ist hier... Ist das nicht Wahnsinn, wie jetzt das hier reinscheint? Ja, ist echt schön und vor allem ist es totale Stille. Man ist wirklich hier, wir hören nur Vögel außen. Und sonst bitte mal ruhig sein. Wir sind jetzt beide mal ganz still. Das ist ja krass, das sind die Grillen, die Zirpen und die Vögel, das war's. Ja, also das ist wirklich so ein Ort der Stille auch, was aber auch eine Metapher ist für die innere Ruhe. Also hier kommt auch die innere Stimme zum Stillstand und das ist sozusagen der Effekt, den das Haus auf die Menschen hat. Ja, du hast mehrere Wege erschlossen, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Du hast einen Radweg populär gemacht. Du hast also quasi den Bodensee-Radweg, ich hoffe, ich gebe das gerade richtig wieder, vermarktet, hast da eine Firma drauf gegründet und du kannst Radreisen machen am Bodensee-Radweg, unter anderem und in ganz Europa ganz viele Radreisen. Dann hast du einen zweiten Weg, der nach Compostela. Santiago de Compostela. Genau, den hast du auch irgendwie erschlossen. Irgendwas war da kommen wir gleich noch drauf. Aber du hast einen dritten Weg, den du jetzt begehen möchtest, nämlich die Reise in dein eigenes Inneres. Für jedermann, nicht nur mein Inneres, also die Reise nach innen, genau, ja. Also ich habe die Wege nicht erschlossen, auch nicht bekannt gemacht. Also der Bodensee-Radweg war schon bekannt und erschlossen und der Jakobsweg oder die Jakobswege, die nach Santiago de Compostela führen, gab es ja auch schon lange, 1000 Jahre vor mir. Aber ich habe tatsächlich darauf aufbauend jeweils Plattformen, Webseiten, Firmen aufgebaut. Und das sind beides eben Wege. Und irgendwann in der Rückschau ist mir aufgefallen, was für ein Prinzip dahinter steckt, dass ich sozusagen vorhandene Wege für andere leichter gehbar mache und ihnen dabei helfe, diesen Weg zu gehen. Und dann fand ich es irgendwann folgerichtig, weil nach dem Bodensee-Radweg und den ganzen anderen Radwegen dann der Jakobsweg auch schon ein Weg ist, der nicht nur ein Wanderweg ist, sondern auch ein Stück weit eine Reise nach innen. Also es ist eine Reise entlang der eigenen Persönlichkeit, das verändert das Leben, wenn man den geht. Sagen jedes Jahr 500.000 Menschen, die ihn gehen. Und die Steigerung davon ist sozusagen die echte Reise nach innen und das ist das, woran ich jetzt gerade arbeite. Also Leute, die den Bereich ins Innere gehen, Gehirnwellen, Esoterik, die kommen spätestens bei der Quantenphysik an ihre Grenzen. Also die sagen, das ist alles Käse. Wenn auf einmal verschränkte Quanten über Tausende von Kilometern das Gleiche tun, dann fangen Leute an, auf einmal zu merken, es ist nicht alles erklärbar. Und das ist mir zum Beispiel eingefallen, als ich heute die Kamera geholt habe, ich gesagt, es gibt Momente, die ergeben sich so. Ich habe zuletzt, es wäre was Witziges passiert, ich habe mal wieder in Marokko, wollte ich gerade einen Kumpel anrufen, der Dennis ist auf Reise, große Reise mit dem Reisemobil, seit über 30 Jahren. Wollte ihn anrufen. In dem Moment, wo ich wähle, ruft er mich an. Ist dir das schon mal passiert? Nicht mit Dennis, aber mit anderen Leuten. Genau in dem Moment. Ja, also just in dem. Ja, genau. Das sind auch Momente, die einem halt auffallen. Das ist jetzt schwer. Nein, dann sagt er, ich habe gerade an dich gedacht. Ich habe gesagt, ich habe auch an dich gedacht. Ja, ich meine, ich habe das in meiner eigenen Familie. Meine Großmutter ist nachts wach geworden, als ihr Bruder starb und hat es dann der Familie gesagt, mit dem Erik ist was passiert und solche Sachen, die kann man nicht reproduzieren, die kann man nicht wissenschaftlich so leicht untersuchen, aber die kennt man aus der Erfahrung, wenn man wach dafür ist. Das ist jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, finde ich, ja. Und wenn du mit Quantenphysik kommst, Quantenphysik ist ein Teil der Physik und das ist ein Teil der Wissenschaft, der Naturwissenschaft und die funktioniert mit Thesen und Experimenten und Falsifizierbarkeit und wie das in der Wissenschaftstheorie funktioniert. Ich habe das rauf und runter studiert als junger Mann
Und das erklärt aber nur das Außen und nicht das Innen. Und die Versuche sozusagen mit der Physik die inneren Vorgänge zu beschreiben, die kann nicht funktionieren. Das ist nicht wissenschaftlich beschreibbar. Wenn ich dich frage, Sven, wo in deinem Körper du bist, sozusagen. Jetzt hast du beide Hände voll, aber wenn ich sagen würde, zeig mal darauf, wo ist dein Ich, wo bist du gerade, wo in diesem Körper bist du? Die meisten Leute zeigen irgendwie zwischen Stirn und, keine Ahnung, Bauchnabel oder Schritt dazwischen, aber man würde nicht sagen, dass ich an meinem rechten, das ist der linke, an meinem linken Fuß bin, sozusagen. Wenn ich meinen linken Fuß verliere, dann bleibt nicht mein Ich in dem Fuß. Das ist kein Teil von mir in dem Moment, wo er abgeschnitten ist. Das heißt, mein Ich ist an einer anderen Stelle. Ich kann es nicht verorten, ich kann mich darauf fokussieren, ich kann meditativ mich dem nähern, ich kann es auch von meinem Körper lösen und solche Sachen, das kann ich alles, aber können viele Leute, aber sozusagen die Frage, wo dein Ich ist, die kann jeder für sich beantworten. Jeder weiß, das ist irgendwo entweder im Körper oder hier rund um diesen Bereich ist mein Ich. Wo bist du gerade? Ja, hier. Genauer weiß man es wahrscheinlich meistens nicht, aber wenn ich dich dann frage, woher weißt du das? Das Wissen hat jeder, wo man ist. Man kann auf sich zeigen, wenigstens ungefähr. Und man kann auch genau sagen, nee, da draußen bin ich nicht, sondern hier. Dieses Wissen, das ist nicht wissenschaftlich. Das ist eine andere Art von Erkenntnis. Und die gibt es eben auch. Und diese Erkenntnis, die ist sowieso, und ich nenne es ein direktes Schauen. Und dieses direkte Schauen ist etwas, braucht man keine Quantenphysik für. Im besten Fall kann die Quantenphysik oder überhaupt die Naturwissenschaften Indiz dafür liefern, dass sie ihre eigene Unerklärbarkeit, eine Grenze des Sagbaren sozusagen ausspricht. So, in der Mathematik geht es noch eher, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also mir ist einfach nur wichtig, ich sehe mich so ein bisschen als Zeitzeuge. Also meine Aufgabe ist zu dokumentieren. Also ich habe unglaublich viele Videos gemacht über ganz normale Menschen wie du, aber auch ganz spezielle Menschen, die wirklich ganz spitz auch eine Sache machen. Du bist ja relativ breit, also von dem, was du bisher gemacht hast. Du hast nicht nur das eine gemacht, du hast mir erzählt, wenn du etwas länger wie X machst, wird's langweilig. Ja, also ich bin irgendwie schnell gelangweilt. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die könnte man neutral sehen. Ich habe die immer als eine Schwäche für mich gesehen früher und irgendwann hat sich herausgestellt, dass ich das halt in eine Stärke verwandelt habe. So, jetzt, wir dürfen runtergehen? Klar. So, ich zeig mal bitte was. Diese Wand hier, die hat mich eben schon so angeflecht, denn ich zeige auch mal die Treppe hier. Das ist alles handwerklich hier aus der Region? Ja. Alles aus der Region. Ich gehe mal vorsichtig runter, weil ich ja beide Hände voll habe. Eben habe ich mir schon den Kopf gestoßen, denn mehrere Häuser sind hier zusammengebaut, glaube ich. Manche Decken sind sehr niedrig, ja. Sind sehr niedrig und diese Wand hier, die gab es schon, das sieht aus wie Beton. Das gab es wahrscheinlich nicht vor 300 Jahren. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das hat tatsächlich was ganz Besonderes. Also ich habe oben vorhin angezeigt, wo das Haus mal zu Ende war. Und damit die Feuchtigkeit vom Berg nicht ins Haus kommt, hat man einen Graben gehabt zwischen dem Berg und der Einfahrt in die Tenne. Und das hier, diese Wand, ist an der Stelle, wo der Graben war. Diese Wand, die zieht sich einmal quer durchs Haus, auch da drüben. Die repräsentiert sozusagen den Berg. Und das ist eine alte das war der Staubsauger, eine alte Lehmbautechnik, das nennt sich Stampflehm. Also hier wurde eine Verschalung aufgebracht, eine Platte sozusagen. Dann wurden 15 Zentimeter Lehm aufgetragen, das wurde mit einem Hammer runtergestampft, dann wurde die nächste Schicht aufgetragen, wieder runtergestampft und deshalb kommt diese Struktur, die so ein bisschen wie Betonverschalung aussieht, zustande. Aber es ist eine ganz alte Lehmbautechnik. Ich bin ja auch ein Banause. Also ich kannte das auch nicht vorher. Ich bin ja auch ein Banause, sage ich immer. Ich zeig mal bitte, das ist die Garderobe, das hier wird wohl mal der Haupteingang werden. Ganz genau. So, und dass man also hier kommt man dann ins Haus rein, auch hier alles sehr, sehr sehr, sehr, ich sag mal, stilgerecht, rustikal, jetzt nicht da die Präfatür oder sowas drin, sondern alles handwerklich, wie es früher war. Und ich darf auch mal zeigen, deine Frau hat relativ wenig Schuhe. Also das im Vergleich zu meiner Frau. Das ist nur ein kleiner Teil. So ein kleiner Teil. Wie so Opernintendantin. Du kannst dir vorstellen, wie viele Abendkleider und Schuhe die hat. Okay, und dann auf der Seite hier sind Jacken. Du brauchst viele Jacken, denn wir sind jetzt hier im Sommer und haben 16 Grad hier oben. Hier ist schon mal ein bisschen kühler, oder? Ja, also in Freiburg ist der wärmste Ort Deutschlands und hier sind ungefähr 10 Grad weniger als in Freiburg. Wir sind auf 1000 Meter Höhe. Brauchst du eine Klimaanlage hier? Nein.
Nein. Sehr Aber schön. eine gute Heizung. Du hast die Heizung schwarz gemacht. Mit was wird hier geheizt? Also wir haben als Hauptheizquelle, Energiequelle Pellets und dann noch eine große Solaranlage, die sozusagen einspringt, wann immer wir Strom übrig haben und dann den Pufferspeicher, also das Heizwasser erhitzt. Aber im Winter, wenn hier viel Schnee liegt, haben wir tatsächlich ganz wenig Solarstrom. So, Kabel sehe ich gerade, hast du jede Menge eingezogen. Das Haus ist State of the Art. Du hast Glasfaser hier. Ich habe eben schon, also so schnell, du hast gesagt, ohne gutes Internet wärst du hier nicht eingezogen. Ich bin vorher eingezogen, das war ein Geschenk nachher und das hat für mich dann, als es hieß, wir bekommen auch Glasfaser, also jedes Haus im Landkreis hat Glasfaser bekommen, bei uns hat jemand drauf bezahlt. Das hat für uns erst die Möglichkeit gegeben, dass wir hierher ziehen, Vollzeit und von hier aus arbeiten. Du magst wohin gehen? Links, rechts? Weiß ich nicht, geradeaus wahrscheinlich, in den Seminarraum runter vielleicht. Können wir machen. Dürfen wir nicht mal nach alles- links Wir können rum? auch alles zeigen. Ja, Ja, also ich würde gerne mal zeigen, denn ich zeige nur mal diese Tür hier. Das ist jetzt kein DIN-Normmaß, diese Tür hier, sondern die wurde exakt gefertigt für dieses Loch. Und bitte guck mal hier durch die Kamera durch, dass wir einmal, schau mal hier durch. Das ist ein unendlich langer Gang, so sieht es Ist zumindest ist das nicht? Warte mal, ich gehe mal ein bisschen näher, dass wir das mal sehen. Das ist ja genial. Also es gibt so viel zu sehen hier in dem Haus. Ja, das ist unsere Ankleide aus astfreier Weißtanne vom Fensterbauer wunderbarst gemacht. Also das ist so ein Raumteiler, den wir in diese alte Garage reingestellt haben. Sven, denk an deinen Kopf, du hast dich da gerade schon mal gestoßen. Da war es übrigens, ja. Das ist übrigens was ganz Besonderes. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir in der Küche sind. Also die Küche, die es noch nicht gibt. Aber du hast eine kleine Küche, hast du im Moment. In der Gästewohnung. In der Gästewohnung. Und hier siehst du astfreie Weißtanne. Ja. Okay. Astfrei heißt, es gibt sowas hier nicht. Genau, das ist ein gibt's Ast. nicht. So. Das ist ein Astloch und das ist ein Astloch, das ist ein Astloch und das halt sozusagen findet man nicht so oft, da braucht man schon viele Schnitte, um dann sowas zu kriegen. Entsprechend ist es schön und ruhig fürs Auge und auch teuer fürs Portemonnaie. Sehr schön. Aber das machen wir ja nur einmal. Ich denke, bei guter Pflege Lebensdauer nochmal 400 Jahre. Ja, mindestens. Ich meine, das ist auch die Sparversion, sagen wir mal aus Spaß. Also wir haben ja so einen Architekten, der dann tatsächlich auch für sehr solvente Menschen Häuser baut und die dann manchmal auch, ich zeig's mal, innen astfrei haben wollen. Ach so, da wo man es nicht sieht. Ich habe mir dann erlaubt, dass wir gesagt haben, nee, die Kleider brauchen wirklich keine Freiheit von Astlöchern. Und damit ist das sozusagen aus seinem Ich muss mal gar was gerade rücken. Du bist ja kein Multimilliardär, sondern ich meine, du hast gutes Geld verdient, aber du bist jetzt nicht derjenige, der noch eine Luxusjacht hat oder 3 im Hafen. Nein, habe ich nicht. Also, aber ich meine, das Haus hat schon ein paar Millionen gekostet. So ist es. Nee, das glaube ich dir schon. Aber es ist ja so, es gibt ja, ich sag mal, wohlhabend, weil man halt hart gearbeitet hat. Und es gibt ja die Superreichen, die dann mehr als 1000 Millionen haben. Ja, das ist nochmal eine andere Liga. Ganz andere Liga. Ja, da bin ich nicht. Okay. Ich habe ein paar Millionen, aber nicht sehr viele. Sehr schön. Aber was ich total cool finde, wir haben ja das letzte Mal gedreht bei Camperland. Du kamst da an und du bist so ein Typ, dich kann man nicht einschätzen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, was ist das jetzt für einer? Ja, du kommst daher mit deinem VW-Bus, kamst du, hast denn da noch übernachtet? Das war schon krass. Und dieses schöne Haus hier, das ist für mich eine Hommage an, wenn das meine Frau sieht, werde ich sofort gefeuert. Weißt du das? Denn dann sagt die, ich will auch sowas haben. Denn das Bett allein hier, das wurde auch für dich gezimmert? Oder? Also das hat meine Frau mitgebracht. Das ist Zürbe aus Südtirol oder aus Tirol, weiß ich nicht, zumindest aus Tirol. Also so ein ganz schön duftendes Holz. Das hat sie sich Sauna. Die kommt noch, aber die kommt aus Fichte. Okay, also es gibt ja so Zirbenholz in der Sauna und dann riecht es immer so ein bisschen nach Sauna, nach ätherischen Ölen. Und das habe ich schon mal gezeigt. Der Fußboden ist überall gleich im ganzen Haus? Nein, der ist überall anders. Aber das ist jetzt hier, wo wir gerade stehen, tatsächlich der gleiche wie oben in der Tenne von gerade eben. Hier kannst du komplett öffnen. Stechmücken hat man die auf 1000 Meter? Nahezu nicht, also vielleicht 3 im Jahr oder so. Echt? Ja, kein Thema hier. Oh, welch ein Glück. Das heißt kühl im Sommer, es wird ja immer heißer. Du hast immer einen schönen Wind hier oder ist mal windstill? Ja, ein bisschen windstill ist schon, aber hier ist recht windig. Also das ist tatsächlich abenteuerlich. Wenn unten Wind weht, dann ist hier oben Sturm. Was heißt Sturm? Ist das so richtig? Geht's dann Also ab? 100 km/h aufwärts. Also Orkanböen haben wir oft. Man spürt den Schlag im Haus. Das ist Bitte mach mal auf. Ich will mal gerade diese wunderschöne. Also so ist es zu. So ist Du kannst zu. hier so öffnen.
nochmal so einen Insektenschutz und auch das ist ja Einbruchschutz drin. Das ist sozusagen auch okay, das heißt, das ist jetzt die Lüftungsstellung gewesen. Ja, genau. Quasi. Genau. Das ist ja toll gemacht. Und dann hast du hier, was wird hier kommen, wenn der fertig ist? Hier kommt jetzt ein ganz kleiner Vorgarten, einfach nur für uns. Das ist ja sehr der privateste Raum, unser Schlafzimmer. Und das ist der Blick nach unten, wo wir eben waren, ja? Ja, genau. Boah, ist das schön. Ja, ist es wirklich, ja. Hier die Mauer, ist die alt? Ja, aber wie alt wissen wir gar nicht. Aber tatsächlich, die auf der anderen Hausseite wird neu gemacht. Was, alles neu? Ganze Dach, alles? Das ganze Haus? Das Dach war ganz dünn. Da waren die Sparren und auf denen lagen Dachlatten und darauf waren Schindeln. Das ist so eine dünne Holzschicht sozusagen. Es war nicht isoliert, da pfiff der Wind durch, musste man auch nicht, da oben lag nur Holz. Und als wir das Haus renoviert haben, haben wir die alten Schindeln abgetragen, die waren kaputt, haben die alten, wir haben es ja oben gesehen, die dunklen Hölzer, die Sparren, die haben wir stehen lassen, haben darauf die Innenverschallung gemacht und dann ein zweites Dach oben drauf gebaut und dazwischen ist die 40, 50 Zentimeter dicke Isolierung. Sollen wir mal ganz kurz über diesen Lehmputz. Im ganzen Haus, ich weiß, dass Lehm die Feuchtigkeit sehr gut aufnimmt, das Raumklima. Also du brauchst hier auch nicht zu lüften, denn oder du kannst lüften, aber die Feuchtigkeit, die wird vom Lehm aufgenommen, das reguliert, oder? Das nimmt sehr viel mehr auf als, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt das, was man normalerweise hat? Der normale Verputz, den man hat, fällt mir gerade nicht ein, Kalkputz. Und was wir hier haben, ist mit Stroh versetzt, also diese glänzenden Teile, das sind Splitter von Stroh, die da reingemischt wurden. Yoshima heißt der Lehm, ein Yoshima-Lehm. So, es kommt ja noch viel besser. Der Lehmbauer, der hat zu dir gesagt, deswegen war es doch ganz gut, dass ich eben nochmal zugehört habe, der hat gesagt, ich habe da noch was gefunden, eine alte Mine, da ist ein spezielles Mineral, glaube ich, das hat er beigemischt. Ja, gut, jetzt machen wir echt ein langes Video. Ne? Also der Lehmbauer, das ist so ein ganz sympathischer, älterer, ich nenne ihn Althippie, der kam irgendwann zu mir am Anfang des Umbaus und hat mich gefragt, ob er den schwarzen gemahlenen Turmalin in die Lehmschicht einbringen dürfe. Und ich habe aus dem ganzen Satz nur Lehmschicht verstanden, weil ich die anderen Worte nicht kannte. Und dann hat er mir erklärt, dass es also so ein, ich glaube, Halbedelstein ist, der eine Heilkraft hat, gute Energie, also so ein spirituell-esoterisches Ding. Und ich habe ihn nur gefragt, ist es teuer? Meint er, nee, hat er gerade so die Reste aufkaufen können aus Brasilien. Und ich sagte, ja, dann machst du halt. Und dann hat er das gemacht. Und ich kann jetzt natürlich nicht wissenschaftlich sagen, dass sozusagen das, was man hier im Haus spürt, was auch du merkst, dass man reinkommt und sagt so, wow, hier fühle ich mich irgendwie geborgen, beschützt, geerdet, bei mir selbst. So vielleicht würde ich es in Worte fassen. Ob das jetzt am Lehm liegt, am Haus, an der Lage oder an allem. Wir haben aber da mit diesem Lehmbauer quasi die Reise in die spirituelle Betrachtungsweise von so einem Haus, von so einem Wohnort begonnen im Wesentlichen. Es war jetzt für uns beide nicht ganz eine neue Welt. Wir haben schon viel meditiert und auch Erfahrungen gemacht und Kurse gemacht und Ausbildung gemacht und so. Das war schon immer unser Hobby. Aber in der Tiefe, wie uns das mit dem Haus begegnet ist, durch den Lehmbauer zu Beginn und mit allem, was dann kam, das war eine andere Hausnummer sozusagen hier. Und das fing an mit dem schwarzen Turmalin. Und du kannst den Test machen. Und ich glaube, der funktioniert auch auf YouTube. Wenn man jetzt versucht, etwas Böses zu denken, in dem Raum ein böser Gedanke, das geht nicht. Weil dieser Lehm das unmöglich macht. Ich überlege gerade. Hat nicht geklappt, Sven. Ich habe es dir doch angesehen. Wenn du da draußen wärst, hätte es vielleicht geklappt, aber hier nicht. Krass. Ist das so... Also, ich sage das augenzwinkernd. Ich bin ja jetzt zeige ich ja doch den Bagger, aber das ist nicht so schlimm. Es ist so, ich lebe ja mit Gedankenbildern. Also Zeit meines Lebens, mir hat jemand mal mit 18 Jahren ein Buch geschenkt, das hieß, ich komme gleich drauf, und da ging es darum, dass Gedankenbilder deine Zukunft bestimmen können. Das heißt, wenn du an etwas fest denkst und fest dran glaubst, dann wird es passieren. Und so kam es auch immer. Also alles, was ich wirklich wollte und was ich mir fest vorgestellt habe, das kam so. Wie war denn das bei dem Haus hier? Hast du schon gewusst vor 6 Jahren, wo die Reise hingeht? Ich hätte es zeichnen können, ja. Genau. Ich hatte tatsächlich auch viele Jahre lang nach dem Haus gesucht. Und also 4 Jahre habe ich alle Makler von Nord- bis Südschwarzwald beauftragt gehabt, mir ein Haus in dieser absoluten Alleinlage am obersten Ende eines Tals auf einer Lichtung im Wald gelegen. Also es entsprach meinem Suchprofil. Insofern ist das jetzt nicht so überraschend. Du magst gerade zumachen, weil dann gehen wir... Sag mal, verirren sich Leute hierhin zufällig? Oder weil da vorne steht der Privatweg? Kommen Leute trotzdem mal gucken? Oder? Ja, viele kennen das Haus und ich habe ein
recht populären Instagram-Kanal für das Haus, Ganterhäusle. Und da Die kommen schon viele mal gucken und aus dem Ort auch viele. Also hier oben führt so ein Wanderweg vorbei. Du hast eine Haussteuerung, das heißt ein Bussystem hier drin? Ja, genau. Okay, das heißt also hier, das kann frei programmiert werden. Das ist programmiert, genau, ja, kann frei programmiert werden. Und das ist noch so komplex, dass ich es mir beschriftet habe letzte Woche, weil wir immer wieder durcheinander kamen. So, bitte mal, genau, bleib mal links. Ich muss den Raum nämlich nochmal zeigen. Das ist ja mal ein Badezimmer und ihr badet auch noch, oder? Ja, total gern. So, und das Badezimmer hier vorne. So benutze ich übrigens auch meine Badewanne. Das ist meine Ablage. Meine Frau hat mir genau diesen hohen Stuhl gekauft. Den gibt's, also der kam von Ikea. Ja, genau. Ist das auch der? Der ist von Ikea, ja. Genau, den habe ich auch. Und da sieht man auch mal, wie krass hell das hier drin ist. Das heißt, du hast also, Süden ist wo? Da. Da, krass. Also da kommt überall unglaublich viel rein und ja, das ist ja mal ein Waschbecken. Das ist alles hier so gedämpftes, gebogenes Holz, damit es zum Waschbecken passt und so. Ist schon Oberkante von dem, was man sich machen lassen kann. Ja, ich weiß nur eins, alles was rund ist, ist teuer. Genau, ganz genau, ja. Es sei denn, es ist aus Pappe. So, und dann siehst du hier einen großen Schrank mit drin. Du hast auch das heißt, jede Lampe musstest du ja vorher definieren, da musst du ja ein Kabel hin. Ja. Und hast du Kabelkanäle, kannst du nachziehen, oder? Ja, habe ich. An manchen Stellen, nicht an allen. So, das ist die gute alte Duravit. Ganz genau. Ich habe es abgelesen. Duravit ist hier aus der Nachbarschaft. Ne? Also ist okay. ja auch so einer der Hidden Champions oder der bekannten Champions, Weltmarktführer hier im Schwarzwald. Da haben wir ganz viele von. Gut, also es muss nicht immer ideal Standard sein. Dann die Dusche. Du hast eine Doppeldusche. Und mehrere. Wir haben nur Doppelduschen im Haus. Bei uns kann man immer zu zweit kommunikativ duschen und sich gegenseitig einseifen. Ja, oder auch unterhalten einfach, was wirklich tatsächlich ganz nett ist. Und wir haben ja eigenes Quellwasser. Also bei uns kann man kein Wasser sparen. Unser Wasser fließt ins Tal, ob man es jetzt benutzt oder nicht. Die Kläranlage, wie funktioniert das mit dem Grauwasser? Das ist so ein Zweikammersystem, kann ich nicht genau sagen, wie es funktioniert. Das läuft dann über. Die modernste private Kleinkläranlage, die man so kaufen kann. Okay, das heißt, du hast eine eigene Kläranlage, darfst denn wieder in den Bach einspeisen quasi, oder? Ja, genau. 15 Jahre Genehmigung, das ist das Maximum, haben wir gerade erst wieder gekriegt. Das hat der Staat tatsächlich noch als Vorbesitzer vom Haus eingebaut. Das oben sind Lautsprecher? Nein, das ist die Regendusche. Tatsächlich haben wir im Gästebad, vielleicht zeigst du es nachher noch, da haben wir nämlich tatsächlich Deckenlautsprecher. Aber da die so umständlich zu bedienen sind. Und mach mal bitte an, einmal. Ich will mal sehen. Einmal sehen, dass da kommt wirklich das Wasser raus. Und das ist das geil. Okay, vielen Dank. Ist es gut? Ja, ist schön. Also die Idee, nicht Wasser sparen zu können, macht was mit einem. Das heißt, du kannst so lange duschen, wie du willst. Ja. Das Wasser fließt ins Tal. Genau. Dann Schwarzwasser, wie läuft das? Ja, auch. Das ist die gleiche Klärgrube. Gleiche Klärgrube. Das ist alles biologisch. Das heißt, du brauchst ja nichts. Und hier sieht man sehr schön. Da fehlt noch ein Teil. Da fehlt noch ein Teil. Aber hier sieht man sehr schön, wie aufwendig das Ganze mit Ständerbauwerk und allem drum und dran gemacht wurde. Gleich geht die Toilettenschüssel, die geht nämlich auf Infrarot und macht den da selber auf. Komischerweise jetzt geht es nicht, wenn du noch einen Schritt machst. Komisch. Nee, ist nicht vorne. Dann geht der Deckel auf, meistens oder? Geht sie jetzt. Echt? Das ist eine beheizbare Klobrille. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und jetzt, wo ich es habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, woanders zu sitzen. Cool. Ja, ich darf nicht so lange sitzen, hat der Urologe gesagt. Ja. Man soll nicht lesen am Klo. Ist das eine Schiebetür? Ja. Oder? Mach mal zu. Aus Holz? Ja, alles. Bitte, zeig mal bitte diesen Einlass da. Das ist auch Holz. Ja, ist massiv. Ist massiv. Das heißt, auch hier, da ist kein Beschlag drin. Das ist hier drüben übrigens auch an der Stelle. An der Stelle auch? Boah. Ach, mit Softclose? Ja, klar. Ja, klar. Das heißt, du kannst auch mal einfach mal so zuschlagen und den Rest macht die Tür. Ja, auch damit die Katzen nachts nicht kommen. So, und dann hast du Stauraum hier? Ja, also Stauraum habe ich genug, aber dann, als die Treppe nötig war und wir wussten, dass wir da 4 Stufen brauchen, habe ich gesagt, ich will die unbedingt ausnutzen. Also ich bin so ein Freak. Ich war früher als Kind Geheimdetektiv, wie fast alle Jungs. Und ich brauche ganz viele Geheimverstecke und hier habe ich eben welche. Du hast eine Besonderheit, die gleiche wie ich. Du hast nur schwarze Socken. Ich kaufe die immer bei einem ganz großen Discounter. Immer 50 Paar, 100 Stück. Und die habe ich auch gerade an und irgendwie einmal im Jahr kosten irgendwie 3 Euro. Kriegt die dann mein Sohn? Du hast Falke. Genau. Cool. Aber du kennst den Effekt, bei mir gibt es kein Rechts.
oder links, die sind identisch. Das heißt, ich kann maximal einen Single-Socken haben, weil wenn ich 2 hätte, wäre es wieder ein Paar. Verstehe. So, jetzt muss ich aufpassen. Dann geht's hier geradeaus. Hier waren wir noch nicht. Und das Besondere hier ist die Stehhöhe. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,84. Bitte geh mal durch. Denn die Lampe, die hat leider, die hat leider den Geist aufgegeben. Das ist LED, die blendet nicht. Die blendet nicht, genau. Die LED sitzt oben drin, die leuchtet nur nach unten und reflektiert an diesen gepunkteten Zylindern dann das Licht so ein bisschen nach außen, weil die immer auf Augenhöhe sind. Also gerade noch mal ganz kurz für die Verortung. Wir sind jetzt hier wieder hier im Eingang und gehen jetzt hier zur rechten Seite. Und hier sieht man auch mal, waren die Leute früher kleiner? Ja, und es war auch nicht wichtig, drinnen es bequem zu haben. Das hier ist die Etage der Kammern, also der Schlafräume. Und da hat man nur geschlafen, da hat man sich nicht aufgehalten. Und je weniger Volumen, desto weniger muss man heizen. Zum Heizen. Ja. War das echt so früher? Das heißt, die sind gestorben auch mal erfroren? Weiß ich nicht, aber wenn die Oma gestorben ist im Winter, lag sie schon mal 2, 3 Wochen vor der Tür, bis man sie ins Dorf tragen konnte, weil man einfach nicht wegkam. Gut, sie war ja gut gekühlt. Ja. Und, Zeig dir noch was hinter dir, Sven. ja, warte, ich drehe mich vorsichtig. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein, der steckt da so drin, der kriegt noch eine Hintergrundbeleuchtung, da ist schon Strom dran, damit er schwebt. Das ist ein Stein aus einem Forsthaus meiner Urgroßeltern, was ich 3 Tage bevor ich dieses Haus hier gefunden hatte, besucht habe. Also meine Vorfahren sind in Pommern, in der Nähe von Danzig, in einem Forsthaus gewesen für mehrere Generationen, was wohl sehr schön gewesen sein muss. Ostpreußen ist das. Ja, stimmt. Ja. Und ja, Ich wollte dich jetzt nicht, meine Oma ist nämlich aus Ostpreußen und die war nämlich in Riesenburg, Nähe Danzig und deswegen aber es kann auch sein, dass du recht hast. Ich will mich da jetzt nicht so ganz genau. Es zeigt auch meine Ignoranz, hat da ein bisschen damit zu tun, dass die Familie, die da geflohen ist, also ich würde mal sagen, die Hälfte der Familie ist geflohen, mit dem letzten Zug rausgekommen, bevor die russischen Soldaten kamen. Zweiter Weltkrieg. Ja, 1945. Und die letzten, die da geblieben sind und die gesagt haben, nee, wir bleiben da, die haben es alle nicht überlebt. Und also eine ganz große tragische Geschichte für die Familie, eine ganz unpolitisch. Die waren alle Förster und Müller und haben da mit dem Holz und dem Wald gearbeitet. Und das steckt mir offenbar ein bisschen in den Knochen. Und ich habe als Kind diese Geschichte nie hören wollen, weil diese Familie, die da psychisch quasi dran zerbrochen ist, viele wurden Alkoholiker oder depressiv und so. Wenn da die Sippe zusammensaß und von früher geredet hat, dann haben die Hälfte angefangen zu weinen und ich als Kind fand es ganz furchtbar und wollte nichts davon hören und damit zu tun haben und habe aber 2016 ganz spontan den Beschluss gefasst, mit meinem Wohnmobil von der Nähe von Leipzig, wo ich auf einem Festival war, schnell mal darüber zu fahren und mir endlich mal diese Stelle anzugucken. Und habe meinen Onkel gefragt, der dort 4 oder 5 Jahre alt war, als sie geflohen sind. Der konnte sich noch daran erinnern und kannte das auch, wo genau das ist. Ich habe die Koordinaten bekommen. Ich bin in den Wald gelaufen. Das Haus gibt es nicht mehr, das ist geschleift. Aber diese 3 oder 4 Kilometer von dem kleinen Dorf in den Wald rein, die waren so, es war einer der besondersten Momente meines Lebens, weil ich brauchte keine Beschreibung. Ich wusste ganz genau, wo ich hingehen musste an diesen vielen Weggabelungen. Und ich hatte keine Ahnung, woher ich das wusste. Aber ich habe in dem Moment reflektiert, so, Scheiße, woher weiß ich das? Das war so klar, ich muss da nach links, das hat mich wie hingezogen. Es war wirklich ein ganz schwer erklärbarer Moment, als ob das irgendwie epigenetisch weitergegeben wurde, das Wissen darum. Und als ich dann auf dieser Lichtung stand, ich auch sofort wie erkannt habe und das Haus gesehen habe oder die Stelle von dem Haus, das Haus gab es nicht mehr, bin ich da ein paar Stunden gewesen, habe das sozusagen für mich so ein bisschen befriedet, bin in dem See geschwommen, von denen ich wusste, dass da meine Großmutter immer schwamm und so, und habe in dem Wald-Wiesen-Gemisch da diesen Stein gefunden. Den habe ich mitgenommen. Das ist ein Stein aus dem Haus meiner Vorfahren. Und ich habe mir gesagt, wenn ich denn mal mein eigenes Haus habe, und das habe ich ja wirklich 3 Tage später gefunden, dieses Haus, als ob das Zufall war, dann werde ich den hier einbauen und diese traurige Familiengeschichte damit befrieden. Das ist praktisch die Stammzelle, die ich hier so sichtbar in das Haus einbauen möchte, um für mich und die ganze Familie zu sagen, so, das ist jetzt wieder gut. Du, meine Oma hat mir immer Geschichten von Ostpreußen erzählt, von Riesenburg. Ich war noch nicht da, aber ich kenne diesen Ort wie aus meiner Westentasche. Ja.
Ja, weil die jeden Abend erzählt hat, wie die Krebse im Fluss dann gefunden hat, was die als junge Diakonissin da erlebt hat. Alle Geschichten wusste ich und ich war noch nicht da. Ich musste jetzt mal hinfahren und diese Geschichte macht mir ein bisschen Gänsehaut, weil du warst alleine. Ich war allein, ja, ganz bei mir selbst. Ja. Und ich meine, ich kam heim und habe plötzlich das Exposé von diesem Haus gesehen, bin hier an diese Stelle von dem Ganterhäusle gefahren und sofort eine Nacht hier geblieben und habe gewusst, das ist mein Haus. Mit deinem Bus quasi. Ja, das war so ein Bresler Sprinter, ein Alter, den ich damals hatte. Stark. Tolle Geschichte. Also das ist der Grund übrigens, warum ich nicht wollte, dass du weitersprichst, weil du mich gefragt hast, was fragst du mich denn jetzt, ja? Ich wüsste nicht, wohin das geht. Ich weiß ich auch nicht, wo es noch hinführt. Du, es gibt eine Besonderheit bei meinen Geschichten und die ist so alt wie die Erzählung selbst. Der Mensch findet das Unvorhersehbare spannend. Ein Drehbuch, was schon geschrieben wurde, das ist eigentlich langweilig, weil das kannst du nachlesen, das kennst du, wenn du das Buch gelesen hast, der Film immer schlecht. Und dieses Drehbuch, was wir gerade haben, das gab es vorher nicht. Du weißt doch gar nichts von dem Folterraum, oder? Das heißt, das Video wird nie gesendet. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Okay, lassen wir ihn weg. Nee. Gibt es einen Folterraum? Nein, es gibt keinen. Schreck. Darf ich mal bitte eine einzige, ganz kleine, ich will mal etwas näher draufhalten, damit gibt's keine Geheimnisse, denn ich bin jetzt kein Schuhfetischist, aber wenn jemand in Oper oder was macht sie? Die ist Opernintendantin oder war bis letztes Jahr Opernintendantin, jetzt ist sie Intendantin eines Theaters. Deine Frau hat total schöne Schuhe. Kann sein, ich sehe das nicht. Boah, das ist, sie kann noch tanzen? Ja. Das heißt, du siehst, sie muss dann öfter auch mal repräsentieren. Das heißt, schicke Kleider und schöne Schuhe. Ja, genau. Das ist ein Abendjob und da ist sie halt immer abends. Weniger tanzen, mehr Mikrofon halten. Das ist von mir. Socken kurz. So, komm, wir gehen mal weiter. Ja. Das heißt, also hier waren die Räume, die Schlafgemächer? Ja, auf der Seite, wo wir jetzt sind, ist der Ökonomieteil. Also wir sind unter der Tenne. Hier lag praktisch das Holz und das Heu und was immer man dann von da aus noch tiefer runtergezogen hat. So, die Tiere waren unten? Die waren eine Etage tiefer. Und die haben mitgeheizt? Die haben durch ihre Körperwärme mitgeheizt. So eine Kuh ist, keine Ahnung. Wie viele Kühe waren hier drin, weißt du das? Zwei. Also ich weiß von 1940, da waren 2 Kühe drin. Okay, komm, wir gehen mal durch. Vorsicht auf deinen Kopf. Ja, ich passe auf und ich zeige euch mal, das ist so ein bisschen wie Europapark, der ist nicht so weit weg. An dieser Halloween-Night, dass jetzt einer hier aus der Seite reingeschossen kommt. Du hast eine Katze, hier ist Katzenfutter drin. Ja, und auch Lebensmittelvorräte. Also wir können hier lange Ist hier Schnee hier oben? Gibt's das schon mal? Ja, viel. Also ich habe Allrad und Differentialsperre und komme trotzdem manchmal nicht weg. Vorsicht. Du kennst dein Haus ja schon. Ja. Du hast sie mehr als einmal in den Kopf gestoßen. Ja, wenn man zweimal Sterne sieht, dann merkt man sich's. Gott. So, und alles nicht vorbereitet hier. Aber was? Wie geil ist das denn? Von den kleinen Schlafkammern, Gästezimmer sind das. Das wäre heute gar nicht mehr genehmigungsfähig, die Bauhöhe. Guck mal. Hier kann man wieder aufrecht stehen. Hier kann man aufrecht stehen. Warte, ich stelle mich. Boah, ist das schön. Ja. Das riecht hier total lecker. Ja. Tatsächlich ist hier ein kleines Geheimnis drin. Hier ist hohl. Also die Wand wurde neu aufgebaut. Und die ist relativ tief. Ich glaube, 14 Zentimeter ist hier eine Lücke drin. Und ich wollte eigentlich immer hier eine versteckte Miniatureisenbahn haben, die man rausklappen kann. Ich habe die auch schon in der Garage stehen, aber ich habe mich nicht getraut, das hier wirklich aufzusägen und den Hohlraum, den wir vorsätzlich leer gelassen haben, dafür zu nutzen, weil am Ende mag ich die Idee doch nicht. Also wir sind hier in Gütenbach und Gütenbach ist die Heimat von der Firma Faller, die viele kennen, weil sie die Modelleisenbahn diese Außenbahn haben. Genau. Und das Modelleisenbahn hat so eine gewisse Tradition, aber ist nicht mein Ding. Ich darf mal gerade was zeigen. Also die schwarzen Heizkörper sind ja schon mal allein schon Hingucker. Also du wolltest das weiße Heizkörper wären gar nicht gegangen. Und du hast richtige Rippenheizkörper natürlich genommen, wie man die früher genommen hat. Und du hast eine Aufputzverrohrung, die so schön ist. Echtes Kupfer. Ja, wir haben ganz viel Kupfer im Haus. Boah, ist das schön. Und das ist so ein Fenster hier. Also das ist ein altes Fenster. Ja, das ist ungefähr 100 Jahre alt, genau. So ein altes Fenster. Das Außen ist das Innenfenster, also innen ist das Innenfenster. Das ist das Vorfenster, das kann man aushängen. Und in den anderen Räumen haben wir es, glaube ich, auch ausgehängt über den Sommer.
Ja, habt ihr Fensterläden für die Verdunklung? Nein, haben wir nicht. Aber ist alles vorgebaut. Das heißt, also hier, wenn es regnet, kann man das Fenster aufmachen. Ja, das sind ja die überhängenden Dächer vom Schwarzwaldhaus. Die sind immer so, dass man da geschützt ist, dass das Haus länger hält hier. Was ist das hier? Das ist ein Traumfänger für das Gästezimmer. Also wir haben hier oft so mit kleine Meditationsseminare und da ist ein bisschen so unser Ding hier. Okay. Also der Raum hier, der hat was. Der hat so richtig was, weil diese Schiebetür hier und du erwartest überhaupt nicht, dass hier so ein Raum ist. Erinnert mich so ein bisschen an ein Schiff. Weißt du, so eine Schiffskajüte, die genau, da ist. Genau. Boah, und hier? Jetzt. Also der Raum war praktisch hier im alten Holzlager noch und jetzt, wo du noch einen Schritt weiter gehst, dann kommst du in die alte Wohnung, die ursprüngliche Wohnung vom Haus, wo die Bauern früher gewohnt haben. Nee. Und wir sind jetzt im ersten Stock, also hier oben sind die Kammern, das sind 3, neben dem 4., was wir gerade gesehen haben, Schlafräume. Und hier wurde nichts heraufgesetzt, das ist die Originalhöhe. Also ich war nämlich mal in Kommern in der Eifel, da ist so ein Dorf, so ein Bauerndorf aufgebaut, wie das früher mal war. Und die waren alle sehr, sehr tief, die Räume. Also das war. Das ging hier nicht. Also wir haben unten den Boden tiefer gelegt, weil kein Keller drunter ist. Aber hier sind wir einfach begrenzt auf diese Höhe. Und der Boden, auf dem du stehst, das ist ich weiß jetzt die ganzen Begriffe nicht, das ist so ein 6 Zentimeter dicke Dielen selbsttragend. Das ist sozusagen optimiert für die Raumhöhe. Das hier sind so Kabelkanäle, die. Ach so, damit das nicht noch aufträgt, damit es nicht noch mehr aufträgt. Aber sonst haben wir hier nichts. Du hast aber für deinen Kopf, damit du durchgehen kannst, immer solche Sparren drin. Da kannst du hier so durch. Passt genau durch. Nee, das hat wahrscheinlich einen anderen Grund. Und wenn man hier durchgeht, dann hast du auch passende Bilder. Ja, das ist eine Serie von einem Künstler aus dem Ort, Artwood heißt der, Jochen Scherzinger. Das sind alles historische Schwarzwaldberufe in den alten Trachten und Berufskleidungen. Und davon haben wir hier das der Zimmermann. Und das ist die Originalfarbe, die waren durch diesen Braus, den Hausbrand. Das ist keine Farbe. Das ist der Ruß. Das ist Ruß von 300 oder 150 Jahren, bis man dann irgendwann Schornsteine eingeführt hat. Also das kann man auch abkratzen, dann kriegt man dunkle Fingernägel. Und das macht diesen rußig-rauchigen Geruch und ist eine perfekte Isolierung, auch ein guter Brandschutz übrigens. Genau, das brennt nicht. Es führt dazu, dass die Häuser länger halten, aber damals die Menschen nicht so lange gelebt haben. Das ist nie abgebrannt, das Haus, oder? Nein, also vielleicht zwischen dem ursprünglichen tradierten Baujahr 1720 und dem Fälldatum der Bäume, die hier verwendet wurden, das 28 Jahre später war. Was dazwischen geschehen ist, wissen wir nicht. So, was ist hier für eine Tür? Wo kommen wir da hin? Gar nichts. Hier war früher eine Zwischenetage, aber jetzt ist da einfach nur Luftraum. Okay, also kleine Kinder bitte nicht öffnen. So, sonst geht's tief runter. Und hier ist ein Raum, hier war ich auch noch nicht. Nee. Das kenne ich alles nicht. Boah, ist das genial. Warte mal gerade, das ist wieder einer dieser Plätze, wo du Bücher schreiben kannst. Ganz genau, dafür ist er da, der Buch. Ja. Ist das so? Ja. Da vorne kannst du, alles was du hörst, ist übrigens eine Fliege gerade, die sich hier verirrt hat. Und warte, ich zeig das mal. Das ist jetzt so ein Lümmel. Darf ich mich mal draufsetzen? Ja, klar. Also ich setze mich mal drauf und blicke jetzt raus auf den Schwarzwald, schwenke jetzt hier nach rechts rüber. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man das beschreibt, was man gerade macht, ja. Hat irgend so einen künstlerischen Ausdruck. Aber allein die Liege hier, ist das ein Bett oder ist das eine Liege? Das ist ein sogenanntes Stapelbett. Die kann man, wenn man mehrere hat, wir haben im anderen Raum noch einen, kann man die übereinander stapeln und dann sind es sozusagen platzsparende Gästebetten. Wow. Ja, du hast was Großes vor. Ob du darüber reden willst, das werden wir gleich entscheiden. Das kannst du entscheiden. Ich sag nur Stichwort Spanien. Und musst du denn wissen, aber dieser Ort hier, der hat ja was ganz Mystisches. Da blicke ich jetzt raus und ich kann es gar nicht fassen. Ist ergreifend schön, ja. Warte mal, darf ich mal? Ich hoffe, ihr könnt das hören. Ich höre das nämlich über die Kopfhörer gerade, wenn ich das Richtmikro hier in die Richtung halte. Dann hört man deine
Ich nehme an, dass es so eine Umlaufanlage ist oder kommt da der Bach rein? Das ist tatsächlich die Quelle, die da reinläuft. Also die Quelle läuft in eine Fassung in die Brunnenstube und von da aus nimmt das Haus sich Wasser. Da wir jetzt im Moment überhaupt kein Wasser verbrauchen, fließt einfach alles in den Weiher rein. Das ist der Überlauf von der Quelle. Das ist ja krass. Ja, warte mal, ich zeig das mal gerade. Das ist... Boah. Ja, das ist tatsächlich zum Bücherschreiben der Raum. Also der Schreibtisch steht gerade oben, aber so ist auch der Plan von dem Raum. Das ist der Schreibraum. Du, ich habe eine zweite Batterie eingesteckt. Ich wusste schon, wo die Reise hingeht. Sieht das jemand bis zum Ende anschaut? Absolut. Ja, okay. Also das hier wird eines der interessantesten Videos, die ich, also finde ich zumindest jetzt mal, jemals in meinem Leben gedreht Du hast habe. nur Videos mit Superlativen, oder? Das ist ja Nee, deine aber das DNA. ist ja Clickbaiting. Aber was wir machen ist... Das ist echter Superlativ. Nein, das hier ist jetzt... Ich habe ja alle diese Räume, du bist mein Zeuge. Ich war hier noch nicht drin. Nee, für dich zum ersten Mal, ja. So, und das war eben der Grund, warum ich gesagt habe, bitte führ mich nicht mehr, weil du wolltest unbedingt eine Hausbegehung vorher machen, damit Genau. ich weiß, was ich sehe. Und ich weiß, dass die Kollegen hier vom Südwestrundfunk, die haben wirklich viel Aufwand betrieben. Auf der Etage waren die gar nicht. Waren die gar nicht. Oh, ich bin ganz ergriffen. Guck mal, da in der Ecke, das habt ihr nicht verändert. Hier, dieser Baumstamm, also dieses Stück Holz, das war schon immer da. Ja, genau. Also da kann man kein Alter messen, aber bei dem hier zum Beispiel haben wir weiter unten im Haus eine Bohrung gemacht. Der ist wirklich von 1600 irgendwas auf die Welt gekommen, quasi diese Weißtanne, und 1748 gefällt worden. Ich riech mal gerade da dran. Im Nachbarraum kannst du es noch mehr riechen, der über der Küche war. Du siehst hier zum Beispiel alte Zeitung. Tapeten, und wir haben das Muster von der Tapete nachempfunden und unten eine Reminiszenz an die alten Tapeten in die neue Wand gemacht. Ich darf mal gerade was zeigen. Hier ist Wert 25 Pfennig. Hast du gesehen? Ja, hier gibt es so alte Zeitungen, die unter den Tapeten waren, auch von 1800 irgendwas. Ich habe es zum Teil abfotografiert, komme gerade nicht mehr drauf. Monika, Zeitschrift für häusliche Erziehung oder irgend sowas war das. Die gute alte Monika. Die Zeitschrift für häusliche Erziehung. Warte mal, hier. Echt? Das ist noch Sütterlin. Ich weiß nicht, was das für eine Zeitung hier war. Man kann es nicht überall erkennen. Aber hier war überall eine Restauratorin in jedem Raum. Oh, krass. Sag mal, die Dame vom Denkmalamt, war die hier anschließend mal da? Hat sich das angeguckt? Was hat die denn gesagt? Die hat ein Kind gekriegt und war in Mutterschaft und Mutterschutz, und die wird demnächst kommen, aber die war tatsächlich seitdem nicht mehr hier. Die wird das Video sehen, oder? Vielleicht, ich hoffe es. Viele Grüße. Viele Grüße. Also, das habt ihr gut gemacht, ja. Und allein die Schalter hier nochmal zu finden, da gibt es aber Firmen, die bauen das jetzt wieder, ne? Ja, also es sieht ja alt aus, dieses Bakelit, diese Drehschalter, aber die sind halt programmierbar. Es sind KBX, wie man es heißt, Schalter, ja. Ach, das ist ein Bussystem, Teil des Bussystems. Ja. Und die kannst du analog und digital bedienen. Ja, ich kann Kannst du drehen und dann geht's. Ich kann es drehen und ich kann es auch am Handy bedienen, ja. Cool, was es alles gibt. Gut, darf ich da reingucken oder ist das geheim? Die ist zugeschlossen. Von Zugeschlossen? der Rückseite müssen wir außen rum. Warte mal, ich gehe vorsichtig wegen dem Balken. Ich traue mich auch gar nicht, hier schnell durchzugehen, weil die Kamerafahrten hier so smooth sind. Weißt du, wenn man hier schon so lange, also 2 Jahre wohne ich jetzt hier, lebt, dann gewöhnt man sich schon ein bisschen daran, an diesen Raum. Ich freue mich jeden Tag drüber, aber die Ergriffenheit, die du so authentisch gerade die ich bezeugen darf an dir, die geht auch wieder auf mich zurück. Also ich denke so, ja, stimmt, das ist Also wirklich toll. Du bist Also wirklich... ich bin dankbar für jeden, der sich drüber freut. Ich freue mich, ich kann mich über alles freuen, auch über den Erfolg, dass es jetzt langsam zum Ende kommt, weil es gibt ja, als du eben gesagt hast, na, wann wollt ihr fertig sein, da hast du ganz bestimmt gesagt, dieses Jahr. So, Das neigt jetzt. das neigt dem Ende zu. Und guck mal hier, die Integration auch nochmal, der Aufputzschalter, das ist so schön. Also Gott, jetzt gehen wir mal hier durch, ganz vorsichtig für euch. Gehen wir durch den Raum durch. Bitte macht mir einen Gefallen, ihr müsst mir einen Gefallen machen. Abonniert bitte German Television, damit ich solche Filme auch in Zukunft machen kann. Denn ihr wisst, das ist eh alles kostenfrei für euch. Abonnieren kostet auch nichts, aber für mich ist das eine große Huldigung, wenn ihr jetzt bitte auf den Abo-Knopf drückt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, die meisten sagen nämlich, oh, wusste ich gar nicht, dachte ich hätte ihn abonniert. Weil, Ich habe es schon abonniert. hast du abonniert? Das ist auch ein Gästeraum? Ja, das ist eines unserer Gästezimmer. Boah, ist das schön.
Ja, die Ecke hier habe ich selber ein halbes Jahr auch gewohnt, also geschlafen, ist besonders still und schön. Also so ein Detail, du hast diese mattschwarzen Heizkörper gesehen, die wir übrigens gar nicht benutzen müssen, weil wir haben Fußbodenheizung in allen anderen Etagen, die reicht uns aus. Aber die sind mit Schrauben an der Wand befestigt. Hier sieht man eine solche Schraube und wir haben ewig gesucht, diese Schrauben in schwarz zu finden und haben aufgegeben. Es gibt keine schwarzen Schrauben. Also ihr da draußen, wenn ihr schwarze Schrauben herstellen wollt, sagt mir Bescheid, ich kaufe euch welche ab. Werden wir finden. Aber hier dieser Riegel hier, das Schloss, gibt's das noch? Ja, der liegt irgendwo hier. Da war ein Schrank davor, deshalb war es mal abgeschlossen. Ah, nee, hier kann ich es aufmachen. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich es aufkriege. Nee, ist ein Schlüssel, nein, aber also, ich sehe ihn grad da komme ich aber in den Raum nebenan. Genau, das war die Tür. Okay. Wenn ich hier jetzt rausschaue, ich will euch einmal diesen Blick, wenn du mal so lieb bist, gerade mal das Fenster für mich öffnest. Die Beschläge sind die alten Beschläge, die drauf sind hier, oder? Ja, das sind alle original. So, jetzt bitte mal ganz öffnen, da kann ich nämlich durch das Loch da mal durchgucken. Und das ist so unglaublich. Und ich bin so froh, dass wir heute keine Sonne haben. Denn wir können viel besser filmen ohne Sonne. Und dann siehst du auch mal, weil es scheint ja nicht immer die Sonne im Schwarzwald, im Gegenteil. Es ist aber eines der wärmsten Orte und der sichersten Orte, was, ich glaube, Sonne angeht, oder? Also nicht hier oben auf 1000 Meter, 1000 Euro. Unten in Freiburg ist einer der wärmsten Orte Deutschlands oder der wärmste Ort. Und wir sind hier aber ungefähr 10 Grad Temperatur unter Freiburg. Jetzt wird nicht geheizt im Moment natürlich, oder? Das heißt, jetzt Wobei, ist ich hatte vor 2 Tagen den Kamin einmal noch kurz an, weil mir kalt war und der strahlt vielleicht noch ein bisschen ab. Warte, ich gehe mal, bitte. Ich muss mal einmal hier in die Ecke gehen und dann in diesen Raum reinfilmen. Du hast die Tür aufbekommen, sehe ich gerade. Ja. Boah. Das heißt, du gehst in deinen Schreibraum rein, kannst dich so ein bisschen... Ja, du musst ja mit dir selber klarkommen. Nix hier Netflix, Radio. Das ist der Punkt, also sozusagen das Alleinsein. Ich werde oft gefragt, wie ich es denn überhaupt schaffe, ob ich das will, hier zu leben ohne Leute. Und da habe ich 2 Antworten. Die erste ist, man trifft hier Menschen anders. Also hier kommen Menschen her, weiß nicht, ob du so ein Beispiel bist, du kanntest auch einen Tag früher, aber das war vielleicht ein bisschen Zufall, aber die meisten Menschen, die hierher kommen, die bleiben länger. Also wer hierher kommt, der bleibt 1, 2 Nächte. Das heißt, die Begegnungen sind intensiver. Es sind weniger, aber tiefere Begegnungen. Das ist das eine. Und das andere, dieses Alleinsein, das ist tatsächlich auch ein mit sich selbst aushalten können. Für mich zumindest. Also, dass ich jetzt, meine Frau ist gerade weg. Ich bin hier gerade wirklich allein, wenn keiner zu Besuch ist. Und dass die Frage sozusagen, brauche ich eine Ablenkung? Brauche ich was im Außen? Muss ich was tun? Was würde ich tun, wenn es nichts zu tun gäbe? So, wenn es nichts zu tun gäbe, wenn jetzt kein Video zu drehen wäre, wenn du nicht irgendwie aufs Klo musst, wenn du keinen Hunger hast, wenn alles aufgeräumt, die Buchhaltung wäre erledigt und die Steuererklärung wäre gemacht, was würdest du tun, wenn es nichts zu tun gäbe, sozusagen? Und das führt ganz oft zu der Frage, hält man es eigentlich mit sich selber aus? Oh, total. Ja. Und es ist schwer. Also die meisten Menschen schaffen das nicht. Die rennen vor sich selber weg. Ich mache die Rausch-App an meinem Handy und dann schlafe ich sofort ein. Und dann, ich kann unglaublich lange schlafen. Das ist, aber ich komme nicht dazu, weil ich meinen Sohn ja morgens in die Schule bringen muss. Das ist so mit Kindern gibt es was zu tun, klar, ja. Ja, das ist, aber wenn die mal weg sind, ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele haben. Wenn der Alltag weg ist, das heißt, du hast vielleicht nicht mehr deinen Job, den du mal hattest. Mein Opa hatte damit so Probleme. Der war Oberbetriebsinspektor bei der Bahn, er ist schon gestorben. Und dann ging der morgens nicht mehr ins Büro, weil er war pensioniert. Und ich würde den Bogen fast noch zumindest für mich noch weiter spannen. Und zwar bis dahin, dass man lernt zu sterben. Also dieses wirklich mit sich selber aushalten können. Ich bin hier auf der Welt, um was zu tun. Keine Frage. Das ist sozusagen, ich lebe, um zu leben. Der Sinn des Lebens ist Leben. Aber trotzdem möchte ich auch dieses Gewahrsein, was es am Ende ist, dieses Sein, das Außen ist nicht so wichtig wie das Innen. Und dieses Innen zu ertragen und zu genießen zu können, diese totale Stille, wenn ich meditiere und wenn ich nach einer Weile wirklich meine Gedanken, meine innere Stimme, anfangs glaube ich bin der die innere Stimme spricht. Nach einer Weile merke ich, nein, ich bin der sie hört. Ich bin nicht der Sprecher, ich höre sie, ich bin gar nicht meine Stimme. Dann bin ich wie eine Stufe weiter innen. Und irgendwann höre ich
die Stille zwischen den einzelnen Gedanken. Und wenn man die bewusst wahrnimmt, ohne gleichzeitig sie zu kommentieren, weil dann ist ja wieder eine Stimme an, wenn man sozusagen die Lücken zwischen den Gedanken anfängt wahrzunehmen, wo man nichts denkt, das ist die totale Stille. Und dann beginnt praktisch das Ich ohne Raum und Zeit. Da ist dann kein Körper, keine Sinnesempfindung mehr, da ist man nicht mehr mit seinem Körper verbunden, da ist man der pure Geist sozusagen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Wert, den ich durch Meditation erreichen und kennenlernen kann. Ja, bei mir ist es die graue Wand, dieses Rauschen. Also du wirst ja abgelenkt durch Geräusche. Das ist für mich ein echtes Problem. Deswegen mache ich die Rausch-App an. Also bitte macht mal alle Handys aus. Hey Google, spiele weißes Rauschen, ist der Befehl. Und dann geht weißes Rauschen an. Und dann mache ich die Augen zu und dann irgendwann wird es grau. Und dann bin ich in einem Zustand, wo ich an nichts mehr denke. Und das ist ganz schwer, diesen Zustand. Aber da kommen wir gleich mal zu. Denn bitte geh mal weiter. Dieses unglaublich wahnsinnige Haus hier hat nämlich so viele Räume. Und einen Raum, den habe ich schon gesehen. Da gehen wir jetzt mal runter. Und der ist nämlich genau in diesem Thema, zu sich selbst zu finden. Der Kuhstall. Wir gehen in den Kuhstall und ich gehe quer runter, damit ich dieses Video auch überlebe. Denn die Treppe hat eine gewisse Steigung und sie hat kurze Stufen und sie ist glatt mit Strümpfen. Also deswegen sollte man auch den Handlauf benutzen. Das ist die Eingangstür hinten. So, und das Von der sieht man. Gästewohnung, die Eingangstür ist das mit der Garderobe, ist so ein kleiner Witz von mir, diese handgeschnitzten Tierköpfe. Da darf sich jeder Gast sein Lieblingstier aussuchen, ist der erste Psychotest sozusagen. Links sind die Nutztiere aus dem Schwarzwald und rechts, hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, die wilden Tiere. Also hier ist die Sau, der Uhu und der Hase und der Fuchs und was es hier so gibt. Wow. Wer hat die geschnitzt? Da gibt es eine Firma in Schweden, Also nicht am Schwarzwald. Garden oder wie die heißen. Die das machen. So, hier ist übrigens eine Kurbel. Was kann die? Ja, das geht mal einen Schritt nach links. Ja. Ach, ich befürchte Schlimmstes. Sieht man das schon? Ja, du kannst einen Keller. Genau, und es ist nicht der Folterkeller, wir haben keinen, es ist einfach nur der Kellerraum. Und so weiter. Also wir haben diesen Art Wagenheber für Zimmerleute hier gefunden im Haus. Und Es hat alles Stil, oder? ja, tatsächlich sind die Batterien und die Sicherungskästen und so drin. Für die Autarkie. Ja. Also wenn du stark. Und jetzt kannst du. Und wir haben es halt umgebaut mit dem Seilzug, um es im Haus zu belassen und verwenden zu können. Wow. So, und das ist. Du hast mir irgendwie erzählt. Ach stimmt, die Küche oben ist noch nicht fertig. Genau. Oder, genau. Und das ist die Gästeküche. Richtig, wir sind jetzt in der Gästewohnung, also in der alten ursprünglichen Wohnung vom Haus und das ist die zugehörige Küche, die ganz früher mal eine offene Rauchküche war, über 2 Etagen mit einem offenen Feuer, wo dann der Rauch durch Löcher durchs Haus zog und jetzt ist halt eine moderne Küche, ja, für die Gäste. Ich zeig mal, hier vorne hast du einen Backofen, doppelt von Miele, also wie man das so kennt, eine L-Küche, das ist eine Küche. Das Besondere ist aber, du hast einen KUKA. Den können wir gleich mal zeigen. Liebe Firma KUKA, wenn ihr dieses Video seht, ja, schickt mir mal so ein Ding. Denn ich will seit Jahren so ein Ding haben. Da kann man Tee mitmachen. Zeig mal, wie funktioniert das? Das heißt, das ist jetzt Tee. Das ist im Moment nichts drin, aber das ist meine Teekanne. Ich drücke jetzt hier doppelt und drehe dann nach links, muss man dann auswendig kennen. Das Kochen. Und dann kommt Wasser raus, was schon kocht. Ich kann ich kann auch sprudelndes Wasser rauslassen. Dann wird es mit Kohlensäure versetzt. Und es ist also unser Quellwasser als Teewasser, als Sprudelwasser oder als ganz normales kaltes und warmes Wasser. Alles aus einem Hahn. Kalk ist noch drin? Wir haben hier praktisch keinen Kalk. Echt? Ja. Du hast Quellwasser aus dem Hahn. Ja, es gibt hier kein anderes Wasser. Sag mal, die Haare waschen, die sind total weich, oder? Ich habe so kurze Haare, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Wie schmeckt das gut? Ja, es schmeckt. Ich habe mich sehr dran gewöhnt. Es hat einen eigenen Geschmack. Jede Quelle schmeckt hier ein bisschen anders. Also gibt auch die vom einen Nachbarn, die schmeckt genauso. Wir haben wahrscheinlich die gleiche Schicht oder so. Man hat so einen ganz leichten metallischen Geschmack. Also man hat auch ein bisschen Manganwerte, die aber unter den Grenzwerten sind. Das schmeckt man, glaube ich. Aber ich mag das Wasser hier so total gerne.
So, du hast eine KitchenAid. Sie ist nicht die stärkste, aber sie funktioniert. Du backst gerne? Nein, aber ich habe tatsächlich, als du plötzlich heute gesagt hast, du kommst jetzt schon vorbei, heute schon vorbei, schnell ein Brot vorbereitet. Das geht hier gerade. Ist nicht weit Sauerteig? aufgegangen. Nee, nicht Sauerteig, Hefe. Okay, muss man noch in die Ich hab gedacht, stellen. Es wird ein bisschen kompakter als... Du hättest irgendwo noch einen Topf mit Sauerteig, den du immer wieder Wir sind so viel unterwegs, dass wir das nicht können. So, hier ist der Ofen, der Grundofen. Ja. Der speichert? Der war hier an der Stelle, aber wie immer, man heizt in der Küche und in der Stube, die ist auf der anderen Seite, ist dann der Kachelofen. Und der war nicht gut, der war hohl, da stand nur so ein schmiedeeiserner Ofen drin. Da haben wir gesagt, komm, reißen wir raus. Reißen wir raus. Machen wir es komplett neu. Und wir haben es neu aufgebaut mit, ich glaube, 4,5 Tonnen Schamott oder irgendwie so. Also der speichert über mehrere Tage ist die Wärme. Krass. So, warte, ich zeig mal die Ecke hier. Das könnte so oder so ähnlich auch in einer Szene-Gastronomie in Bayern sein oder in Österreich. Das ist die Mieze. Du hast leider eine Mieze verloren vor kurzem. Ja, genau. Das ist die Mary hier. Die ist noch ein bisschen traurig, weil sie plötzlich alleine ist. So, und die ist nicht ganz so zutraulich, aber ist das so eine Straßenkatze, eine typische? Das ist eine Hälfte. Der Papa ist Reichenauer Straßenkatze und die Mama war ist eine echte Maine Coon, also eine halbe Rassenkatze. Krass, die darf raus? Ja, die hat ihre Katzenklappe, die ist gechippt, die kann selber rein und raus, wie sie will. Nur wenn sie zu viele Mäuse reinbringt, dann... Du hast erzählt, letztes Mal war ein Stück Galle hier. Ja, dann mache ich die Katzenklappe zu, dann gibt es Sichtkontrolle. Und ich baue ja Firmen auf und ich helfe Unternehmern und so und coache so ein bisschen und bin als Angel unterwegs. Und ich bin gerade an einem Projekt dran, eine Katzenklappe, die nur dann aufgeht, wenn die Katze keine Beute im Maul hat. Da gibt es jemanden, der hat das Patent mit einer KI, beziehungsweise im Detail ist es komplizierter, weil das einfache Modell ist schon Public Domain. Und da versuchen wir gerade in Produktion zu gehen, auch um mein eigenes Problem zu lösen. Hier war ich auch noch nicht. Also das ist wohl die längste Bank der Welt, denn ich kenne das nämlich aus Tiny-Häusern. Die bauen nämlich erhöhte Liegeplätze an Fenstern. Und das Fenster ist der schönste Platz im Haus, zumindest mal im Tiny-Haus. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Das heißt, du pflanzt dich da rein, kannst in einem schönen Winkel nämlich dahin gucken nach Frankreich, darüber. Ja, genau. Das ist unser Wohlfühlort hier. Ganz groß. Sag mal, du und deine Frau, ihr redet oft miteinander? Ja, wir reden auch miteinander. Echt? Ihr erzählt euch, was ihr erlebt habt und so? Ja, mich überrascht die Frage. Klar reden wir miteinander. Ich frage mal, es gibt ja viele, die reden nicht so viel. Doch, wir reden viel miteinander. Also vor allem die Zeit, die wir hier verbringen, die ist für uns, wir waren beide beruflich halt super eingebunden oder sind es immer noch, aber immer in Städten unterwegs und jetzt hier zu sein, das ist wie so ein Kontrapunkt zu der Geschäftigkeit und dieses Sein miteinander und auch das sozusagen gemeinsame Entwickeln von Ideen ist für uns ein ganz großer Wert. Bitte mal liegen bleiben, bleib mal so liegen, beweg dich nicht. Ich muss einmal für das Gesamtbild, nämlich einmal diesen Gesamtraum, ich habe einen super Weitwinkel drauf und das macht die Sache so schön. Oh, es ist krass schön. Es ist so schön, dass ich diese kleine Figur, die hinter dir ist, zunächst gar nicht bemerkt habe. Ich wurde abgelenkt durch die große Schönheit. Und das hier ist, glaube ich, den kennt man, oder? Den kennt man, der kleine Prinz, genau. Und wir haben, das Besondere an dem Haus ist das, was du gerade zeigst, ist die ursprüngliche Hausecke. Du siehst, das Holz ist hell. Das heißt, wir haben das wieder aufgebaut, aber im Kern ist es dunkel. Das wurde abgebeilt, also flach gemacht. Weil, und das hat man nicht gesehen, als wir das Haus gekauft haben, man hat nur diese Hausecke, die auch an der Ecke ist, gesehen. Und da ist ein Herrgottswinkel drin, ein kleiner, also da, wo früher die Maria oder wer immer reingestellt wurde. Und als wir alles rückgebaut hatten, haben wir gemerkt, dass wir 2 Herrgottswinkel haben. Da war erstmal die Frage, wieso eigentlich? Und dann war irgendwann klar, dieser viel größere Balken hier, der war die ursprüngliche Hausecke. Und dann hat man das Haus mal um 1 Meter nach außen verlängert. Und dann haben wir die beiden Herrgottswinkel wiederhergestellt. Also da ist der kleine Prinz und ich behaupte, so wie in seiner Metapher mit der Schlange, die einen Elefanten gefressen hat und dann wie so ein Hut aussieht, dass da auch der kleine Prinz drin steckt in dem Raumanzug. Krass. Was ist in 1000 Jahren? Wir haben ja Dual SIM, ne? Doppelten Empfang in dem Haus, 2 Herrgottswinkel. Was in 1000 Jahren ist, oh Gott, das weiß ich nicht.
Gott, wir werden es nicht erfahren. Aber vielleicht gucken ja die Leute die Filme und lachen sich kaputt, dass wir noch nicht fliegen konnten, dass wir noch nicht auf anderen Planeten waren, dass wir noch mit Autos gefahren sind, die Benzin verbrannt haben und so weiter. Aber kannst du dir vorstellen, wie die Leute vor 300 Jahren hier gelebt haben? Kann man sich das vorstellen, wenn man mal so tief in sich geht? Ich denke oft drüber nach, weil ich halt in so einem Haus wohne, was schon so alt ist. Und ich meine, als ich den Architekten das erste Mal getroffen habe, die Geschichte möchte ich noch erzählen, die erste Begegnung, die war hier am Haus. Und es war so, dass ich mich sozusagen wie beworben habe bei ihm, weil er ein sehr beschäftigter, gut ausgelasteter, bekannter Architekt ist, der nicht jeden nimmt. Und der hat mir dann in seiner sehr selbstsicheren Art, wie er auch so ist, charismatische Person, gesagt: Wissen Sie, Herr Eich, dieses Haus ist 300 Jahre alt. Sie sind ungefähr 50. Sie haben vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre. Wie viel auch immer. Es wird nur eine Kleinigkeit sein für das Haus. Das heißt, für das Haus sind Sie nur eine Episode. Das Haus für Sie ist aber total wichtig. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Sie nach Ihren Vorstellungen mit dem Haus machen, was Sie wollen, suchen Sie sich einen anderen Architekten. Wenn Sie sich aber einreihen und dem Haus dienen und es fit machen für die nächsten 100, 200 Jahre, dann kommen wir ins Geschäft. Wenn die Prioritäten klar sind, dass ich auch fürs Haus da sein muss. Und es war wie so eine Predigt und ich habe gesagt, einverstanden. Da sind wir aber ganz am Eingang, was ich gesagt habe. Wo ich gesagt habe, hier, du hast für die nächsten Generationen, weißt du noch, wo ich gesagt habe? Ja, ich kann mich erinnern. Weiß hier, ob hier vielleicht die Studenten-WG, darf ich dir einen Vorschlag machen? Wir zeigen jetzt noch mal ganz kurz den Kamin. Der ist nämlich neu, aber der könnte so schon vor 100 Jahren gebaut worden sein. Das hat natürlich ein Kaminbaumeister gebaut. Genau. Hier aus der Region? Ja, aus Kinzigtal. Aus Kinzigtal, so. Und wie wird der jetzt befeuert? Wo kommt das Holz rein? Ja, in der Küche. In der Küche? Ja, hier gibt es also wirklich Züge, der hat 11 Meter langen Zug, also so im Zickzack, läuft über mehrere Etagen sozusagen. Echt? Die warme Luft hier so. Ja, aber wo kommt das Holz rein? Hier in der Küche. In der Küche. Ach, dort in der Küche, also nicht in der neuen Küche. Da kommt das Holz rein. Ja. So, und da wird... Das läuft hin und zurück und da sind eben diese 4,5 Tonnen Schamott in so Kanälen verbaut und je länger der Zug ist, also die Strecke, die die heiße Luft zurücklegt im Haus, desto mehr kann sie abkühlen, sprich die Energie ins Haus abgeben und keine heiße Luft zum Dach raus verschwenden. Das heißt, die Effizienz ist hoch. Praktisch ein Niedrigtemperatur, ein Blaubrenner. Ja, also die heiße Luft am Kamin soll möglichst kalt sein, wenn sie austritt. Aber noch warm genug, dass es auch Zug gibt. Boah, auch hier dieser Sturz hier. Statik, wer hat die berechnet? Ein Statiker. Der gibt so Holzstatiker, die sich mit 16. Jahrhundert auskennen. Ja, so Dach, Schneelast und Höhe und so Zeug, das wurde alles berechnet. Ach, Schnee fällt ja aufs Dach drauf. Die sind sehr steil, die Dächer? Die sind so wie sie Bleibt das liegen? Ja, klar. Wir haben hier monatelang Schnee. Also Nee, auch auf dem Dach. Ja. Und ist schon mal runtergefallen, so ein Schnee? Ja, hier gibt es ständig Lawinen, sobald die Sonne scheint. Nein, auf dem Dach meine ich ja, dass das Dach so runterkommt. Nein, aber nee, der Schnee auf dem Dach runterkommt. Dass er so fällt und dann macht's. Ja. Da kannst du auch nichts pflanzen, da wo der runterfällt. Da kommen ja Tonnen Schnee dann runter in der Schneeschmelze. Wenn du Glück hast gepackt. Ja, und das kriegst du auch kaum noch weg. Das ist also so hart wie Beton dann. Super, die lebende Gefahr. Ich gehe raus. Und jetzt kommt, jetzt überlegen, ob der Spannungsbogen. Noch was anderes. Nee. Den Spannungsbogen kennen wir schon. Das ist uns eine Karte. Zeig mal mit dem nackten Finger, wo wir sind. Da ist die Nadel und da sind wir. Da sind wir. Da ist die Nadel. Ich zeige sie mal von der Seite. Also da ist Freiburg. Freiburg liegt im Tal. Und da ist nämlich schön warm. Ich weiß nämlich, auf der gegenüberliegenden Seite ist der wärmste Ort Europas. Und übers Jahr gemessen. Ich dachte, das wären hier die Seitentäler. Aber ja, kann sein. Ja, ich wohne ja in Frankreich. Ich muss ja für die Franzosen auch noch ein bisschen. Und das ist der ganze Schwarzwald hier. Ja, hier unten ist Basel, hier oben Pforzheim und Karlsruhe. Und das dazwischen ist der Schwarzwald. Aber was ist so mystisch am Schwarzwald? Warum kommen so viele Leute her? Die können ja auch zu mir kommen, in Elsass. Viele Leute kommen her wegen Schwarzwälder Kirschtorte, Triberger Wasserfälle, Bollenhut und Schluchsee und so ein paar Sachen. Tatsächlich habe ich im Laufe da ist künstliches Vogelgezwitscher drin, das mache ich mal zu, im Laufe der Zeit, die ich jetzt hier intensiv verbracht habe, ich bin auch hier auf die Welt gekommen, aber habe ich gemerkt, dass hier das Angebot die Dichte und Tiefe an spirituellen Angeboten im Schwarzwald unglaublich groß ist.
Ist mir irgendwann Ach so, aufgefallen. praktisch Erfahrung. Schamanen und Heiler und Retreats und Meditationszentren und buddhistische Diamantwege und irgendwas und so viel, dass ich bis heute denke so, Quatsch, auch noch im Nachbarort, wusste ich ja gar nicht und so. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute, die ich dann gesprochen habe, die das beruflich oder aus Überzeugung machen, dass die sagen, ja, das ist die Gegend auf der, weiß ich nicht, ob sie gesagt haben auf der Welt, aber zumindest in Deutschland mit der höchsten Dichte an solchen Hilfen für die Reise ins Innere. Also, weil du sagtest, mystischer Ort. Also, ich bin schon zweimal von hier oben, wo ist es, Pforzheim nach Basel gewandert. Das ist der Westweg. Das ist der bekannteste Wanderweg Deutschlands. Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube, 11 Tage. Ich habe ihn zweimal, also einmal 13, einmal 11. Im Zelt, oder? Ja, so mit also einmal mit Zelt und einmal nur in so Hütten in Schutzhütten geschlafen, in einem Schlafsack ohne Zelt. Komm, wir gehen mal rein, denn du wolltest mir was zeigen und ich befürchte, dass wieder die Doppeldusche ist, oder? Nee, das sind die Lautsprecher. Die Lautsprecher, da oben sind die Lautsprecher, aber auch die Regendusche, die hast du auch Das ist die reingebaut. gleiche Dusche hier, aber hier haben wir tatsächlich Lautsprecher verbaut von diesem Sonos-System da, die im ganzen Haus trällern und auch außen. Ich habe ja keine Nachbarn. Ich kann hier so laut Musik hören, wie ich will. Und wir haben das ganze Haus außen mit Lautsprechern bestückt und ich liebe es, draußen Kantaten von Bach zu hören. Genau, ich bin ja auch großer Klassik-Fan, aber umso mehr liege ich Jazz. Und wenn man draußen ist und hat eine gute Soundanlage draußen, also die auch wirklich die Dynamik dann noch wiedergibt. Und deine Frau ist wahrscheinlich auch, oder kann die es nicht mehr hören, wenn die aus der Oper kommt. Doch, die ist sogar richtig gut darin. So, bitte einmal drehen. Hier ist der Locus, nehme ich an, oder? Nein. Ich gehe mal ganz kurz hier, dass wir die Ecke mal einmal zeigen. Ich gehe mal in die Dusche rein, dass man das sieht. Also das Ganze ist barrierefrei im weitesten Sinne. Ja, kann schon sein. Das Haus ist nicht barrierefrei, hier ist alles steil, aber hier tatsächlich könnte man reinrollern oder so. Aber das haben wir erst gar nicht versucht. Also wenn man ganz alt wird, will man hier, glaube ich, nicht mehr wohnen. Ist auch zu weit weg von allem. So, der nächste Arzt, den überlebt man nicht. Das ist ja oft auch eine Entscheidung, dass Leute in die Städte ziehen und sagen, hier, da ist das Krankenhaus so schnell und so weiter. Und hier ist das Klo, oder? Ja, genau. Da ist künstliches Vogelgezwitscher, habe ich eben gehört. Ja, wenn ich hier reingehe, ist irgendwo so ein Infrarot. Ne? Dann fängt es an zu zwitschern. An. Darf ich mal was zeigen? Das hier ist nämlich ein Weberknecht. Und ich sage meinem Sohn immer, bitte nicht kaputt machen, denn wenn der drin ist, ist alles in Ordnung. Oh, ich gebe die immer raus. Na gut. Kannst du haben. Kann ich haben, okay. Jetzt hört man die Vögel. Wo kommen die her? Unterm Waschbecken. Ganz cool. Ich gebe die, ach so, nee, du bringst die nach draußen, machst sie aber nicht tot. Nee, okay. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, und dann zeigen wir mal, und bitte, Tede. Bitte? Es ist aber gar nicht Tede, es ist genau das Umgekehrte. Genau, es ist der Raum der Stille. Wobei auch des Klangs und der Geräusche, aber eigentlich der Stille. So, und bitte noch nicht reingehen. Ich muss ganz langsam die Kamerafahrt hier machen. Denn wir haben noch 9% und das ist der Punkt, wo ich sage, wir machen einen ganz kurzen Cut. Teil 2 gleich. Bleibt dran. Hier sind wir an der Stelle, wo wir eben aufgehört haben. Das ist der Raum der Stille. Und das musst du mir jetzt mal beschreiben, weil ich habe davon gar keine Ahnung. Ja, es war früher mal ein Kuhstall und wir haben nicht genau gewusst, was wir mit dem Raum machen. Ganz am Anfang, und der Architekt hat ihn sofort Seminarraum genannt, ganz prophetisch. Und das ist jetzt unser Seminar- und Meditationsraum und unsere Disco und unser Heimkino. Vor allem aber unser Raum der Stille. Warte, ich gehe mal ganz kurz zu den Klangschalen. Sind das Klangschalen? Ja, Klangschalen, Monochord, Shruti-Box und so ein paar Instrumente. Stark. So eine Klangschale. Ich weiß nur, dass die bestimmte Frequenzen haben und die legt man, glaube ich, auf den Körper. Ja, genau, da machen wir so Körperarbeiten auch mit. Und auch Meditation. Hast du die Möglichkeit, mal eine anzumachen? Ja. Da vorne ist so ein Klöppel, sehe ich gerade. Und das hier ist die große, die kann man sich auch reinstellen. Steht die frei, ja. ist die morgen noch an? 7 Minuten klingt die. Boah, wie krass. Was ist denn dahinter, das Ding? Das ist die Shruti-Box. Na, wo ist denn der Hebel da?
das ein Instrument, ein altes? Das ist ein indisches Instrument, genau. Das müsste jetzt auf dem Boden stehen, damit ich es richtig benutze. Aber nur, dass ich es mal gesehen habe, okay. Und sag mal, die ist ja immer noch dran. Ja, also ich meditiere gerne oder helfe auch Leuten gerne zu meditieren, vor allem bei Anfängern, wenn man die in die Raummitte stellt und die strahlt den Schall wirklich horizontal ab. Also auf der Höhe hört man es viel mehr. Dann kann man sich da neben die Schale legen, um die Schale herumlegen und einfach darauf achten, wie der Ton langsam leiser wird. Und das hast du gelernt? Also ich habe Nee, das Meditieren meine ich. Ja, ich habe ganz viel. Ich habe schon als Schüler Meditationskurse gemacht und habe auch eine Ausbildung zur Klangschalentherapie. Es ist kein so ein großes Ding gemacht und so, ja. Mhm. Wow, ich habe das gehört, es gibt nämlich so Kurse, da treffen sich Leute, also ganz viele und die auch daran glauben. Ich meine, hat ja auch viel mit Glauben zu tun. Der Glaube, der versetzt ja Berge, korrekt? Ja, also oder ist es mehr? Meditation ist kein Glauben, es ist einfach eine Stille des Geistes, ein Gewahrsein, ein Nicht-Ablenken vom eigentlichen Sein. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. Dabei ist übrigens, das ist eine Trommel? Das ist eine Trommel und das ist hier tatsächlich der Strom für ein ganz anderes Thema. Da oben ist unsere kleine Laseranlage für Partylicht, ja genau. So, jetzt bitte mal, wenn du dich mal ganz ans Ende von dem Raum mal stellst, dass man einen Größenvergleich hat, also dass man sieht, weil so ein Zuhause hätte ich auch gerne, sei es denn nur, um körperliche Übungen zu machen. Die kann man hier natürlich auch super machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Yoga machen möchte oder man macht solche Geschichten, die meine Tochter immer gerne macht, dass sie zu YouTube-Videos zum Beispiel sich bewegt. Das machen wir auch, genau. Hier ist ein Beamer hinter mir auf der Treppe. Der hat tatsächlich eine Vorrichtung oben in der Decke. Das ist noch nicht installiert. Da kommt so ein Beamer-Lift in den Zwischenboden. Den kann ich dann auf Knopfdruck aus der Decke ausfahren. Den sieht man vorher nicht. Dann hängt er hier im Raum, weil noch stört er da. Und was du hier siehst von hier, dann gehe ich zu weit vom Mikrofon weg. Nee, man hört dich schon. Von hier bis da ist exakt 16 mal 9. Achso, du hast ein Kino. Ja, das ist die Leinwand, das ist unsere Kinoleinwand. Und ich zeige euch noch was hier, oder dir. Mhm. Die Waschküche. Nee, du hast original Kinosessel. Das ist ja stark. Auf Rollen. Kann ich hier rausrollen. Das ist die Reihe 4, also ziemlich weit vorne. Nicht zu weit vorne. Plätze 5, 6, 7, 8, also genau in der Mitte. Das sind also gute Plätze. Es gab ja viele Kinos, die mussten zumachen. Die haben die dann am Schluss versteigert, oder? Ja, genau. Auf eBay habe ich die gekauft. Das ist ja toll. So, und das bitte mal reinsetzen. Sei mal so lieb. Einmal eine Popcornmaschine hast du noch. Du bist ja voll das Kind. Hallo. Warte, ich zeig das mal. Und vor der Miele übrigens. Das ist interessant. Die kann man nämlich wirklich stapeln und damit man sie auch gut bedienen kann, ist das Bedienfeld nämlich oben. Seht ihr das? Und nicht, dass ich mich bücken muss. Cool. Ein guter Wein, ist das ein Thema für dich? Nee, ich trinke nicht gerne Alkohol. Ich kriege immer Kopfschmerzen. Gott. Das, warte mal. Dass man dich so ein bisschen einordnen kann. Kannst du Noten lesen? Kannst du Klavier spielen? Nein, ein bisschen. Früher habe ich es mal gelernt, aber das ist zu lange her. So, jetzt darfst du mich mal aufklären. Was ist das da hinten? Was sind das für zum Kochen? Es sind Gongs. Wie Gongs? Gongs, das sind einfach Gongs. Warte mal, ich hole mal so einen Schlägel hier raus. Ja. Ach, das ist der Schlägelkasten. Genau, ja. Die Gongs sind aus so einer Messinglegierung, die fasst man lieber nicht an, weil es so Fettflecken gibt. Das ist praktisch die Steigerung von einer Klangschale. So ein Gong hat zwar so eine Art Frequenz, aber im Wesentlichen ein chaotisches Klangspektrum. Es ist mehr Geräusch als Ton. Und mit den Gongs zu spielen, ist das Gegenteil von Harmonienspielen. Ne? Wenn du irgendwie ein Lied hörst und eine Note ist falsch, das merkt man sofort, weil du weißt, dein Gehirn rechnet quasi voraus, was es gerade erwartet. Und das ist so chaotisch, dass es keine... das ist meine Rausch-App. Eine Rausch, ja, ganz ähnlich. Das Gehirn hört auf zu prognostizieren, zu verstehen und ist eine Trance-Induktion. Also wir spielen mit. Das ist meine Rausch-App, genau. Ich kann abschalten. Mal draufschlagen. Warte mal ganz kurz. Stell dich ruhig mal dahin. Ich will dir nur eine Frage stellen. Wenn jetzt jemand aus der Reihenhaussiedlung in Bottrop das Video sieht
Und gerade uns, warte, ich stelle mich mal hier in die Ecke rein, dass man sieht, wir sind in einem großen Raum mit Klangschalen, mit einem indischen Instrument, was ich noch nie gesehen habe. Und du steckst jetzt gleich auf den Gong drauf. Gibt es auch Leute, die jetzt sagen würden, der hat ziemlich einen an der Klatsche? Keine Ahnung. Mir hat es noch keiner gesagt, sollen sie jemand anderem sagen. Das ist richtig. Denn das Ganze, was du hier machst, das hast du nicht erfunden. Das ist in anderen Regionen, in anderen Kulturen, ist das seit Jahrtausenden Usus. Das ist jetzt nix, wo du jetzt auf die Idee kamst, ich habe jetzt so ein Ding, sondern das ist Medizin, oder? Das ist Medizin, das ist spirituelle Reise, das ist Trance, das ist Meditation, ja, das ist nichts Neues, absolut nicht. Und das mit Bottrop nehme ich zurück. So, okay, bitteschön. Man kann die Gongs schlagen, wie ich es gerade gemacht habe. Man kann sie auch reiben mit so einem Silikonreiber. Da gehe ich mal nach hinten. Ist das krass? Es gibt noch mal eine ganz andere Art von Geräusch. Oder ich mache es mal auf. Kommst du mal nach hinten mit der, weil dann sieht man, was ich mache. Der schwingt noch ein bisschen, man muss kurz warten. Okay, also das war jetzt der falsche. Bitte, du musst weitermachen. Ich will das einmal richtig hören, weil das, was ich gerade gehört habe, du kannst nicht hören, was ich am Kopfhörer höre. Ja. Das ist so. Wow. Da kann man sich jetzt so hinlegen. Wir machen auch manchmal Gong-Nächte. Also da braucht man mehrere Spieler, die sich abwechseln und so 6, 7 Stunden die ganze Nacht durchspielen. Wenn man dann in der Nähe liegt und so zwischen Wach und Schlafen wechselt und dann wieder in diese Trancen da gleitet, das ist schon ganz tief und unglaublich entspannend. Und ich nutze das zum Beispiel auch in der Kombination mit Coachings. Groß. Mensch, ich bin ja unwissend. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, das hier wird ein krasses Video. Aber es war doch so. Du siehst im Haus. Also wir haben hier neben dem Haus einen großen Wald. Ich bin immer noch in Verhandlungen mit dem Staatsforst. Das hängt, ich hoffe noch, dass es klappt, aber ganz sicher weiß ich es nicht. Vielleicht sieht uns jetzt jemand zu und gibt sich einen Ruck. Ich würde gerne den Wald nebenan kaufen, ist ausgeschlossen, aber wenigstens pachten. Und da habe ich schon ein fix und fertiges Konzept, auch mit Schwarzwaldtourismus abgestimmt, darin einen Meditationswald errichten. Mein Traum ist es, dass solche Gongs zum Beispiel im Wald gespielt werden, in einer offenen Jurte und da 20, 30, 50 Leute dann liegen und im Wald das erleben können. Und das Ziel ist, den ersten von hoffentlich ganz vielen deutschen Meditationswäldern da aufzubauen. Womit wir schon beim Thema Camperland sind, denn du hast eine App entwickelt, die Plätze anbietet für Wohnmobile, wo du ganz alleine stehen kannst. Also teilweise mit 4, teilweise mit 2, teilweise ganz alleine. Das für relativ kleines Geld, so zwischen 20 und ich sag mal 35 Euro kriegt man schon was. 10 und 30 Zwischen 10 und 30 Euro. Und das knüpft so ein bisschen daran an. Da sind jetzt vielleicht keine Gongs, die da sind, aber
die Ruhe zu sich selbst zu finden und nicht wie auf der Hühnerleiter, auf den Stellplätzen. Das hat zwar auch was Nettes, wenn man abends im Rosé, weiß ja selber, den Nachbarn kennenlernt, das ist was ganz anderes, aber viele wollen auch ganz alleine sein. So, und wo man auch keine Angst haben muss, dass der Förster einen verscheucht, sondern da darf man ganz offiziell stehen. Also guck mal drauf, das hast du wirklich verdient. Camperland heißt das Ganze mit C. Camperland.de. Genau, ja. Also Campingplätze sind toll, sind Orte, sind soziale Orte der Begegnung vor allem. Und was man da aber nicht wirklich findet, ist die richtige Stille und die Nähe zur Natur. Und man darf eben bis zu 3 Stellplätze auf Privatgrundstücken betreiben und das machen tausende Leute. Wir haben 3000 Plätze auf Camperland über Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt, wo man ganz naturnah stehen kann mit seinem Wohnmobil. Ja. Wie funktioniert denn so ein Sitz hier? Da fällt man nicht um. Die man sich draufsetzt. Ja. Der braucht aber keinen Stuhl. Du setzt dich drauf und dann... Das ist Meditieren für Anfänger sozusagen, um entspannt zu sitzen. Also wenn man ein bisschen Übung hat, ich brauche das nicht, ich kann mich einfach auf den Boden setzen und eine Stunde so still sitzen. Aber zugegeben, da muss man ein bisschen üben. Was hast du gerade gemacht mit deinem Bein? Ich habe das einfach hier so übergeschlagen. Hast du übergeschlagen? Ja, andere können es noch viel mehr. Ich habe jetzt auch eine enge Hose an, ist nicht so ganz bequem. Aber Du kommst aber nicht mit deinem Bein in deinen Kopf. Nein, ich bin auch nicht sehr gelenkig. Sehr gut. Was ist das hier? Eher diese Holzröhren? Das da, das sind Koshis, das musste ich gerade überlegen, mir fiel das Wort nicht mehr ein. Die sind nach den 4 Elementen gestimmt. Oh, wie stark. Das ist live. Boah, ist das schön. Ich kenne früher, 80er Jahre gab es immer Kurzrasierte, die durch Trier gelaufen sind in Gewändern. Hare Krishma, das gibt's heute nicht mehr, aber habe ich nicht mehr gesehen danach. Aber die waren, glaube ich, ganz entspannt, die da durchgelaufen sind. Kann schon sein. Ja. Und was ist das da? Ist eine Harfe? Es ist nicht gestimmt, das ist ein Monochord. Aber vielleicht ist es noch ein bisschen gestimmt. Dazu kann man singen oder einfach nur die Geräusche, die Töne genießen und sich davon treiben und gleiten lassen. Ich nehme das tatsächlich gerne auf den Steg, auf den Weiher und spiele da für mich selber. Das ist eine ganz wunderbare Stimmung, wenn man hinter sich die Quelle plätschern hört und dann noch diese Töne und in die Weite schauen kann. Das ist also ja eines meiner Highlights hier. Das klingt total schön, obwohl du gar nicht spielen musst. Du gehst ja nur von oben nach unten. Ist nur eine Seite, so ich weiß nicht mehr genau, wie die gestimmt war. Ach, dadurch, dass es viele gleiche Seiten sind und dann sind mir noch 2 Akkorde drin. Das heißt, spielen für jemanden, der nicht spielen kann. Genau, das kann jeder spielen. So das hier, was ist da drin? Das sind einfach nur Gewürze. Zimt. Das liegt aus Versehen hier. Ist ja nicht vorbereitet. Ich dachte, das ist jetzt das Geheimnis, um glücklich zu sein. Ist Zimt. Ich zeig's mal gerade. Das sind einfach überzählige Gewürze, die wir irgendwo Okay, alles klar. Zimt und Harissa. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Jetzt kannst du dir mal auswählen, wo wir hingehen. Also wir könnten runter an den See gehen. Ich habe nämlich ein paar Fragen an dich. Ja? Ja. Dann gehen wir an den Steg, oder? Können wir an den Steg gehen, ja. Wo die Schuhe waren. Die Schuhe waren oben. Aber vielleicht schaffen wir es ja so. Nee, das ist zu nass. Zu nass, okay. Dann gehen wir hoch. Komm, wir machen das mal, damit die Leute auch nochmal alles verorten können, wo wir sind. Also wenn ich dir eine Note geben würde für das Haus, dann deswegen eine 1+, weißt du warum? Nein. Weil du mir das Haus gezeigt hast, obwohl die Gartenanlage nicht fertig war. Und du bist pragmatisch, denn viele würden jetzt sagen, ja komm wieder, wenn alles fertig ist. Und ich habe das Gefühl, das Haus wird nie fertig sein. Es wird zwar, der Garten wird dann mal fertig sein, aber das Leben, was denn einzieht, das, glaube ich, verändert ja das Haus massiv und das wird nie fertig sein, oder? Das Haus ist 300 Jahre alt. Ich meine, wenn es jetzt nicht fertig ist, dann wird es nie fertig. Aber tatsächlich, die Arbeiten, die wir jetzt angefangen haben, die sind in ein paar Wochen abgeschlossen. Sehr schön. Boah, das war aber jetzt eine Erfahrung. Weißt du jetzt, warum ich gesagt habe, ich will das Haus nicht sehen vorher? Ja. Und ich kann es immer noch nicht glauben,
ob jetzt wie lang sind wir? 1,5 Stunden im Video drin? Jetzt sind wir, warte mal, jetzt sind wir bei 2, also es wird in Spielfilmlänge. Wir sind bei knapp 2 Stunden. Wir machen mal einen Kinoabend mit unserem eigenen Kino hier. Jo, wenn du möchtest. Also ich meine, das ist ja freiwillig. Die Leute müssen ja so ein Video nicht gucken. Und dass du mir das überhaupt gezeigt hast, finde ich toll. Denn so, dann ziehe ich mir mal die Crocs an. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Da sind wir wieder. Ich habe ja gedacht, du machst jetzt so einen 10-Minuten-Rundgang durchs Haus mit mir. Wie soll das gehen bei so einem Haus? Ja, weiß ich auch nicht. Mach mal zu, nicht, dass einer kommt. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Also klar, das Haus hat alles elektronisch, Überwachung und so, aber Autos in der Nachbarschaft werden nicht abgeschlossen und man geht da einfach so. Der Postbote weiß schon, wo er rein muss. Hier steht nämlich hier Post auf Terrasse. Da steht's. Und hier ist die Welt noch in Ordnung, kann man das sagen? Ja, absolut. Also hier sind in dieser Art von Gegend leben nur Menschen, typischerweise sind es Landwirte oder Nebenerwerbslandwirte, die seit Generationen hier auf ihrem Hof leben. Und die Menschen hätten nicht überlebt, wenn sie nicht absolut hilfsbereit miteinander umgehen, weil es hier wirklich früher vor allem extrem rau und abgelegen war. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine solche Hilfsbereitschaft erlebt wie hier in der Nachbarschaft. Ich habe dir eben noch gesagt, wir müssen früh anfangen, damit das Licht nämlich schön wird. Und jetzt wird es richtig schön, weil nachmittags ist natürlich die Lichtfarbe ändert sich. Ja. Weißt du, was am schönsten ist? Wenn der Vollmond sich in den Schindeln spiegelt. Und man ahnt so ein bisschen jetzt, wie das Sonnenlicht reflektiert wird. Wenn dieses Silbergrau dann nachts beim Vollmond da flimmert, das mag ich am allerliebsten hier. Weißt du, um was ich dich echt beneide? Das ist der Schnee. Weil wir haben ja keinen Schnee mehr bei uns in Saarbrücken. Es gibt, wenn er mal liegen bleibt, ist es mal 4 Stunden. Dann hat mein Sohn früher mal einen Schlitten rausgeholt. Dann hat er irgendwie eine halbe Stunde Zeit gehabt, da war er weg. Ja, ist hier anders. Ich meine, hier ist auch weniger Schnee als früher, aber er ist nicht 4 Stunden, sondern 4 Monate lang da. Und davon sind die ersten 2-3 Wochen wirklich toll. Und danach ist es einfach viel Arbeit. Ich muss dich besuchen kommen im Winter, weil dann ist das ein anderes Haus, oder? Ja, absolut, ist alles anders. Und da hinten, an dem Hang da drüben, stand bis vor 50 Jahren, ist es schon eine Weile her, der Skilift vom Skiclub des Dorfes. Welch ein Glück, dass er nicht mehr da ist. Ja, ich finde es gut, genau. Aber es ist wirklich ein guter Hang, weil es ein Nordhang, der hat sehr lange Schnee. So, ich zeig mal was. Das gab es früher bei einem Schuhgeschäft in Trier namens Salamander. Da gab es eine Rutsche im Schuhgeschäft. Okay. Da konntest du vom ersten Stock runterrutschen und das kann ich mir als Kind noch daran erinnern. Da haben die praktisch Social Tricks angewendet, um die Kinder da reinzulocken. Ist das deine Rutsche oder stand die schon? Das ist meine Rutsche. Die hat mir Vicky Vanilla Ice Cream, vielleicht kennt man die auf YouTube, mal mitgebracht. Die habe ich auch auf eBay gekauft, also nicht die Vicky, sondern die Rutsche. Aber sie hat sie mir transportiert. Die soll eigentlich an den Weiher. Die steht jetzt nur noch geparkt. Ach so, damit du rein... Als Schnelleinstieg, sodass der Point of No Return, wenn das Wasser kalt ist, jetzt ist es leicht zu baden, aber im Winter oder im Herbst nicht so sehr, dass man sich einfach auf die Rutsche setzt, die Entscheidung trifft, bevor man nass wird und dann kann man nicht mehr bremsen. Meine Tochter wohnt ja in Lettland und die wohnt direkt am Meer. Direkt am Meer und da ist kalt. Und sie geht in einen Eissee, wenn der zugefroren ist, bis zu 8 Minuten mittlerweile, kann die das. Am Anfang waren es 30 Sekunden. Und ich kann mir vorstellen, wenn hier dauernd, das ist übrigens hier so ein Lagerfeuerplatz. Darf man Lagerfeuer machen? Ja, klar. Gut, also das ist natürlich klar. Dumme Frage, bei uns in Frankreich braucht man so eine Feuerschale. Die steht da vorne, aber nee, hier kann man einfach Feuer machen. Gut, und dann... Die Feuerstelle ist tatsächlich hier unten drunter, also an dem Weiher gibt es hier unter diese Nische, das ist unsere Feuernische, die ist noch nicht ganz fertig, kommen in 2 Wochen wieder, dann ist sie wahrscheinlich soweit. Da sind die Steine, hier unten ist auch wie so eine Sitzbank drin und das wird alles noch schön gemacht. Da kommt noch eine große Schaukel, 5 Meter hoch hier daneben, um so ins Tal über den Weiher wegschaukeln zu können. Und da, wo die 2 Stühle sind links, da kommt die Sauna hin. Sag mal, eine blöde Frage. Wenn man nur lang genug wartet, kommen da Fische rein? Also die werden irgendwie von Vögeln mitgebracht? Ja, also der Laich, der ist ja in so Schnüren verbunden und das transportieren unwissentlich Enten, die früher oder später kommen. Ich habe schon 2-mal Enten hier gesehen, noch nicht sehr oft und noch sind keine Fische drin, aber Molche, Lurche,
Kröten, Frösche und Ist der tief, der Weiher? ungefähr 3 Meter. Okay, das heißt, du kannst nicht stehen, du musst nicht auf dem Molchen stehen. Nein, man muss schwimmen. Der ist so tief, weil wir, ich weiß nicht, waren es 200 Kubikmeter, glaube ich, Löschwasser vorrätig haben müssen. Wir haben ja keine Wasserleitung. Wenn es hier brennt, Dann holt die Feuerwehr, pumpt das heraus. Pumpe hier rein. Die haben es auch geübt, die haben auch eine Feuerwehrzufahrt, die wissen vorher, wo sie mit ihrem Unimog hin müssen. Auch wenn es beim Nachbarn brennt, dann wissen die vorher schon in ihrem Tablet, welchen Löschweiher in welcher Reihenfolge sie mit den Schläuchen verbinden. Das ist ein top. Ach, das ist ein Löschweiher, okay. Das ist ein Löschweiher. Der ist jetzt grün, der wird nicht mehr grüner, ne? Wir haben versucht, den mit Lehm abzudichten, das hat nicht funktioniert. Und deshalb ist da eine Folie reingekommen, die ist grün, das trägt so ein bisschen zur Farbe bei. Okay, so. Der ist schon noch kalt im Sommer. Das heißt, dadurch, dass der ja dauernd gekühlt wird durch die Quelle. Genau, das fließt ja durch. Der Fluss ist nicht stark, das sind jetzt vielleicht 10 Liter maximal in der Minute. Das macht auf 200 Kubikmeter nicht viel aus, aber der wird nie so, also im Sommer wird er auch schon mal 27 Grad warm, aber, Wie schön. aber unten ist immer frisch. Wo geht's runter? Nee, da nicht, aber hier. Sag mal, das sieht so wenig aus, aber hier liegen doch mindestens 30 Tonnen Steine, oder? Ein Stein wiegt 1 Tonne, so ein großer. Und tatsächlich morgen früh um 8 fangen die an, diese Mauer niederzureißen. Wir haben einen Fehler gemacht. Die ist ungefähr 1 Meter weit aus dem Grundstück rausragend. Und wir haben eine Rückbauorder bekommen. Da nimmt man es dann ganz genau zu Recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Der Baggermann hat einen Fehler gemacht. Und es wird abgerissen und 1 Meter weiter rechts nochmal neu aufgebaut. Ja, wir sind in Deutschland. Also es geht ja nicht hier. Eine Mauer, 1 Meter. Aber wo recht ist, man hat dir das ja auch genehmigt, dass du hier alleine, guck dir mal diese Wiese an. Und das Geile ist, hier ist kein Zaun. Das heißt, hier ist nichts. Also hier wird 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr gemäht. Hier wächst Bärwurz wild. Wo? Zeig mal. Bärwurz. Das, was ich in der Butter habe. Nicht Bärlauch, sondern Nicht, Bärwurz. Der ist vor allem oben. Sieht hier. Sieht so ein bisschen aus Das- wie Dill. Den kennt man in Bayern. Da wird der Wurzel geteilt und hier vermehrt er sich aber durch irgendeine Wanze, die den bestäubt, wenn ich das richtig Die Bärwurzwanze. Und nach was schmeckt das? Nach Dill, Gib mal. nach Dill ganz würzig. Das schmeckt wie Maggi, Sind so ein ganz bisschen. intensiv. Mhm. Schmeckt wie Maggi. Ist ja geil. Und das wächst hier Nur einfach so. auf Höhen, auf Magerwiesen über 800 Meter wächst er wild. Boah, wie krass. Du hast Bärwurzwiesen. Das heißt, wenn Kühe können hier nicht kommen, dass irgendwie die Elsa kommt mit der Glocke den ganzen Tag. Theoretisch schon, es war früher so, aber es ist zu aufwendig. Das Heu wird einfach rüber transportiert vom Bauern. Gut, guck mal, dass wir die nicht auf komische Gedanken. Sag mal, wenn man hier runtergeht, du hast mir erzählt, man ist in 20 Minuten ist man an einem Point, der sehenswert ist, an einem Punkt. Hier gibt es viele schöne Punkte. Ich habe dir die Wanderkneipe Hintereck empfohlen. Da hinten sind so keltische Kraftorte. Irgendwie, da ist ja Spitze Stein. Das ist so ich weiß gar nicht, woher man das weiß. Ich habe versucht, es zu recherchieren, habe es nicht geschafft. Muss uralt Achso, die sein. Kelten waren hier früher. Hier waren die Kelten, ja. Wir haben ja in dieser spirituellen Reise mit dem Haus alles Mögliche immer Ja gesagt. Irgendwann hat mal jemand gesagt, holt mal eine Geomantin und die reinigt euer Haus energetisch. Wörter, die mir nicht so viel gesagt hatten zu der Zeit. Wir haben es einfach gemacht und ab dem Tag haben wir uns im Haus wohlgefühlt. Und die ist ja auch rumgelaufen mit ihrer Wünschelrute und hat sozusagen irgendwelche Energien gemessen. Und die hat gesagt, das Haus ist ein Kraftort und hier hinter dir, an der Stelle, wo man am meisten ins Tal schaut, also ein bisschen da drüben, ist eine heilige Stätte, was immer das genau heißt. Komm, wir gehen mal dahin, dass wir das mal sehen. Und es ist tatsächlich so, wer immer dahin geht, wird andächtig. Man ist praktisch wie ergriffen, auch von der Aussicht, von der Geborgenheit, die man hier fühlt. Also man sieht auch oft irgendwelche Leute, die abends hierher kommen, sich auf die Wiese setzen, sich eine Stunde nicht bewegen und die Sonne, die genau da untergeht, dabei ihr zuschauen, wie sie untergeht. Und es ist schon ein andächtiger Ort sozusagen. Es ist wie so, keine Ahnung, wie in der Kirche, da fühlt man sich ja auch. Das war eine blöde Frage, die Wiese ist auch schon 300 Jahre alt, oder? Ja, Oder gab es hier keine Bäume an der Stelle? das weiß ich nicht so genau. Also hier, die ist schon lange Wiese. Vielleicht hast du ein Foto, was 400 Jahre alt ist. Gibt es nicht, aber das Haus wäre hier nicht gebaut worden, wenn es nicht auch eine Wiese gäbe,
die das Haus ernährt. Also das Haus die Lichtung hat schon immer zum Haus gehört, also ist die Lichtung mindestens so alt wie das Haus. Also nochmal, das Gras fressen die Kühe ernähren nicht, korrekt? Früher, ja. Früher war hier noch ein Kartoffelacker und ein paar Schweine und Hühner und das hat halt so eine Familie ernährt. Boah, krass. Und das ist das Tal, wo ich angefahren bin. Das heißt, da unten ist was? Was ist da für ein Ort? Das ist die Wilde Gutach fließt da nach unten durch das Simonswälder Tal und ganz hinten am Ende des Tals fließt es in die ins Elztal, in die Elzach und die fließt wiederum beim Europapark ungefähr in den Rhein. Krass, bitte mal links neben mich kommen, sei mal so lieb, dass ich das mal erblicken kann. Denn ich war früher mal in Hindelang im Allgäu wegen Kur. Hatte eine Hausstauballergie, hat irgendwie keiner erkannt, dass ich in Downbetten schlief. Als ich kam zurück, war sofort wieder krank, ist ja klar, weil die Downbetten noch da war. Und da habe ich das Thema Almen und Berge kennengelernt. Da waren wir 3 Wochen unterwegs, haben Bücher dann mit Kräutern gefüllt, die wir gepresst haben. Schön. Und das hast du jeden Tag? Das habe ich hier jeden Tag, das stimmt. Ja. Wir können auch hier einfach jetzt im Spätsommer, im Herbst auf die Wiese in den Wald gehen und mit Pilzen zurückkommen. Da haben wir unser Abend- oder Mittagessen. Okay, und es gibt jemanden, der sich auskennt mit Pilzen? Ich ein bisschen, aber so die Klassiker, Pfifferlinge, Steinpilze, ganz viele Parasole, also die gibt es auch in der Pfalz ganz stark, im Saarland, die wachsen hier auch auf der Wiese. Das haben wir alles hier. Ja, ich weiß, dass nämlich diese Lamellenpilze, die sind meistens ungiftig. Das ist aber bitte holt einen Fachmann. Sagt jetzt nicht, der Herzog hat gesagt. Wir sind gleich da. Da vorne sieht man auch die Ballen. Das geht doch heute viel schneller, gell? Die Ernte. Der fährt hier 1,5 Stunden, dann ist die Wiese eingepackt. Krass. Und wir haben hier eine Hangneigung von 45 Grad unten an der Wiese und der fährt da einfach drüber. Krass, das ist eine Wiese, hier kannst du ein Festival machen. Lieber nicht, aber könnte man. Guck mal, aber von der, wir sind jetzt am Waldrand. Hier sind Heidelbeeren und auch noch ganz viele Pilze, die ich nicht kenne. Echt, Heidelbeeren? Das hier sind alles Heidelbeeren. Das sind also Heidelbeeren? Jetzt noch nicht, aber die Pflanzen halt, ja. Da, okay. Guck mal hier. Da. Da kommen sie schon. Eine Heidelbeere. Aber noch nicht reif. Ah, doch. Doch, die kann man schnell essen. Ist lecker? Geht so. Toll. Also das hier sind Tannen. Und jetzt blicken wir auf... Ja, man kann so ganz dahin kann man die Berge sehen. Da ist auch ein Windrad drauf. Und dahinter kommt dann das Rheintal und dahinter kommen die Vogesen. Und man schaut so nach Nordwesten, Nordwesten über Straßburg hinweg, oder kurz südlich von Straßburg über den Europapark hinweg nach Frankreich rüber. So, und wenn ihr mich jetzt fragt, warum habe ich das Video gemacht? Ich wollte euch eigentlich mal diesen Moment teilen, den ich hier erlebt habe. Ich bin hier hochgekommen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich dachte, das ist kleines Ferienhaus. Ist es ja letztendlich. Aber es war mal anders geplant. Es sollte mal, ich glaube, ein Haus sein für Gäste. Ein Wochenendhaus. Und draus geworden ist deine Heimat. Nee, richtig, ja. Es eskaliert im positiven Sinn. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television und wenn ihr mehr tolle Plätze sehen möchtet, dann geht auf camperland.de. Das ist ein Produkt von dir. Wer bis jetzt durchgehalten hat, darf auch nochmal die Abo-Taste drücken. Denn solche Momente, die muss man teilen, denn ich weiß, dass ganz viele Menschen mich schauen, die können nicht mehr raus. Die gucken meine Videos. Wir haben sehr viel ältere Herren und Frauen, die wirklich alt sind, 80 plus und 90 plus, die wirklich YouTube gucken. Und das hier ist eigentlich eine Geschichte, die jungen Leute, als junger Mensch hatte ich da nie Bock drauf. Aber ich glaube, die Leute, die hier wohnen, die kennen ja nichts anderes. Unten ist gerade Feuerwehrfest und da gibt es noch Traditionen hier, oder? Absolut. Und hier hat auch kein Landwirt, von dem ich weiß, Nachwuchssorgen. Da gibt es immer den einen oder anderen Sohn, der den Hof gerne übernimmt, obwohl es unglaublich viel Arbeit ist. Und das ist schon recht intakt, die Struktur hier, ja. So, Name vom Hof? Ganterhäusle. Das Ganterhäusle. Könnt ihr mal googeln, gibt es einen Instagram-Kanal. Und den auch bitte mal abonnieren, würde mich sehr freuen. Ich werde es nochmal verlinken. Danke fürs Einschalten. Hier ist German Television. Heute ist der 2. Juli 2023. Ich sag nur Pommern. Ja, tschüss.